Genau so macht man das nämlich. Ne? Das Mikrofon entstummen und dann nochmal richtig schön reinhusten. Und damit sage ich an dieser Stelle, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt, was wir dann ab heute hier gemeinsam in regelmäßigen Abständen auf dem Kanal in Angriff nehmen werden. Herzlich willkommen zu The Council, Kapitel 1. Und ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt, was genau uns da am heutigen Abend so... Heutigen? Ist das überhaupt ein richtiges Wort? Am heutigen. Heutig. Heutig ist auch ein Scheiß. Okay, ich glaube, ich mach Schluss. Tschüss, danke fürs Zuschauen. War nett mit euch. Ah, nee. Harvey, hast du das gehört? Lass mich in Ruhe. Ich will hier einfach liegen. Oder vielleicht auch da unten. So. Ich möchte aber nicht, dass er sich hier auf die Lehne legt. Dann drückt er sich wieder in meinen Arm rein. Jetzt hat er sich die andere Lehne geschnappt. Der raffinierte Schurke hier. Ja, ich kann dich ganz genau sehen. Joa, ich bin sehr gespannt, was uns hier heute erwartet. Sag mal, was soll denn das? Es liegt ja auf meinem Arm. Auf dem Arm, mit dem ich eigentlich jetzt gleich das Spiel bedienen wollte. Harvey, den bräuchte ich. Harvey. Oh, boah. Was machst du denn? Ja, aktive Sabotage würde ich sowas nennen. Hä? Aktive Sabotage. Ja, jetzt habe ich natürlich, was die Anmoderation angeht, habe ich komplett den Faden verloren. Aber eine Sache, bei der war ich ehrlich gesagt den ganzen Tag heute hin und her gerissen. Und zwar die Entscheidung, spielen wir das Ganze auf der PlayStation oder spielen wir das Ganze auf dem PC? So unwahrscheinlich, wie das Ganze klingen mag, ich hätte tatsächlich beide Versionen da. Und ich habe keine Ahnung, welches davon die bessere ist. Also ja, auf dem PC könnten wir höchstwahrscheinlich im Zweifelsfall etwas bessere Grafiken aus dem ganzen Spiel herauskitzeln. Dafür würde ich einfach mal die Vermutung aufstellen, dass die PlayStation-Version im Zweifelsfall wahrscheinlich stabiler läuft. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, weil du bei der PlayStation ja eine feste Hardware hast, auf die du optimieren kannst, und beim PC baut ja jeder seinen eigenen Scheiß rein, ja. Unterschiedliche Grafikkarten, unterschiedliche Treiber und du hast du nicht gesehen alles. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt hier im Hintergrund, habe ich jetzt erstmal die PlayStation-Version laufen, und wenn ich nichts anderes von eurer Seite höre, irgendwie so, ach Rio, na versuch's doch lieber mit der PC-Version, oder es wird nicht die Konsole nehmen aus den und den Gründen oder sonst irgendwas. Wenn da von eurer Seite nicht irgendwas in der Hinsicht noch kommt, würde ich jetzt einfach die Konsolenversion nehmen, einfach weil das auch für den PC weniger Rechenlast ist, wenn er hier nicht das Spiel und den Stream gleichzeitig hier berechnen muss, sondern halt sich auf ein Ding konzentrieren kann. Bei bestimmten Spielen, da würde sich mir die Frage gar nicht stellen. Ja, wenn wir jetzt hier einen Shooter hätten, hätte ich gesagt, ja, Maus und Tastatur, wenn ich die Option habe, immer vorzuziehen. Bei dem Spiel bin ich mir ehrlich gesagt so komplett unsicher. Ja, keine Ahnung, hat irgendwer von euch da vielleicht noch irgendwelches Vorwissen, was er jetzt hier an dieser Stelle beisteuern kann? Er oder sie natürlich. Also wenn ich sage er, dann meine ich damit eigentlich alle. Das soll eigentlich mehr so genderneutral sein. Heutzutage ist das mit diesen Geschichten ja teilweise ganz schön schwierig geworden. Ähm, ich weiß es nicht. Ich würde sonst einfach jetzt in die Konsolenversion reinstarten und das dann hier durchziehen. Ich glaube, das ist nicht die dümmste Idee, die ich haben kann. Ja. Wie man hören kann, ist im Hintergrund auch schon alles soweit vorbereitet. Schlimmste, also ich wage mal die Behauptung aufzustellen, das Schlimmste, was uns bei der Konsolenversion theoretisch passieren könnte, ist, dass der Controller keine Batterie mehr hat.
Oder Akku, ist ja ein Akku drin. Habe ich aber extra mal aufgeladen. Ach, was soll der Geiz? Schauen wir einfach, wa? Auf geht's. Council! Das ist ein viel geileres Bild als das, was ich, ist möglicherweise frei erfunden, ist schon mal eine geile Aussage. Das war ein viel, viel schöneres Bild, also viel hochauflösender in der Qualität als das, was ich für das Thumbnail genommen habe. Wieso habe ich das Bild nirgendwo gefunden? Okay, das war eben, da hat der Ton ganz schön geknistert, ne? Das macht mich ein bisschen unruhig, ehrlich gesagt. Dieser Spielstand ist leer, du kannst ein neues Spiel beginnen. Oh Gott, das ist sehr laut, ne? Aha. Oh, da muss ich glaube, dem muss ich erstmal ein bisschen gegenwirken hier. Also mindestens die Soundeffekte ist ja wohl mal abartig laut. Weiß jetzt natürlich nicht, wie das dann für den Rest ist. Da müsst ihr dann im Zweifelsfall einfach eine Rückmeldung geben, ne? Kameraempfindlichkeit mag ich ehrlich gesagt immer eher lieber so ein bisschen höher. Machen wir 65. Okay. Ob so. Ich bin ja gar nicht eingeblendet. Warum sagt mir denn keiner, dass ich nicht eingeblendet bin? So, ich sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Lautstärke. Wie gesagt, gebt mir Rückmeldung, wenn es zu leise oder zu laut sein sollte. Nur dieses Wip aus dem Menü, das fand ich so dermaßen laut. Da hatte ich gleich das Gefühl, da muss ich gegensteuern. Kann natürlich auch ein Fehler gewesen sein. Schauen wir mal. Neues Spiel. Auf geht's. Frankreich, Paris, 10. Dezember 1792. Potenziell ist die Musik sehr laut. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. Ich finde schön, dass wir so As for you, einfach so reinspringen. nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Ich finde die Untertitel relativ klein. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keine Option gibt, die Annoying our größer zu host, machen. Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. Was ist denn in Rom Yes, passiert? your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. Kann ich schon was You know, machen? I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert,
Sie musste ihm erst ein geheimes Signal geben, damit er auf die Idee gekommen ist, die Fesseln zu öffnen? Let's make a deal. Ist nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte, oder? I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Habe ich jetzt unendlich viel Zeit, um das zu entscheiden? Weil dann würde ich vorschlagen, ihr entscheidet das. Sollen wir selber handeln oder sollen wir unserer Mutter vertrauen und die Situation ihrem Urteilsvermögen überlassen? Was sagt er? Im Moment sieht es ja so aus, als hätte ich unendlich lange Wahl. Was etwas lächerlich wirkt gerade, aber so. Da stehen wir nun. Und jetzt? Hey, Louis, sag mal, hast du deinen Text vergessen, Junge? Soll ich nochmal das Skript holen? Du weißt doch, wie es jetzt weitergehen soll. Wunderschön ist da. So. Alles pausiert. Wenn es wenigstens wirklich eingefroren wäre. Ne, wir gehen jetzt quasi in unseren Kopf. So, alles wird, keine Ahnung, schwarz-weiß und pausiert und dann können wir entscheiden. Aber die stehen ja wirklich alle hier und warten darauf, dass wir irgendwas machen. Finde ich schon mal lustig. Also ich finde es gut, dass es keinen Zeitdruck gibt bei der Entscheidung. Aber die Situation wirkt doch ein bisschen skurril, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Okay, ihr sagt, wir sollen ihr vertrauen. Dann tun wir das. Please, be my guest, Mother. Wisst ihr, wo ich da gerade so ein bisschen dran denke, so diese Well Gesamtsituation? done, Louis. You reacted perfectly. Aber wie heißt es hier How do you dieses? feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No, even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, Wie you heißt don't bring diese chicken anymore. Filmreihe? Come on, let's go home. Mein erster And Impuls war don't zu forget sagen to send our men to tend to Von British Mortimer. Men, aber das ist totaler Blödsinn. Dieser britische Geheimbund, Geheimagenten-Dings, da gibt's mindestens 3 Filme zu. In einem Film kommt Rasputin vor, das weiß ich. Wie heißt es denn? Ich habe sie leider selber nie gesehen, aber da muss ich trotzdem dran denken. Einen Monat später. Lord Mortimers Insel. Vor der englischen Küste. Mann, wie heißen diese Filme? Dass ich da jetzt gerade drauf komme, das ärgert mich total. So eine ähnliche Situation hatten wir gestern auch. Oder vorgestern? Irgendwas mit Men war es auf jeden Fall. Da war auch so ein bisschen komödiantisch angelegt. Wie heißt es denn? Helft mir doch einmal. Well done, Mother. You just had to pick up Bob Burchard's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Hat er recht. Episode 1. The Mad Ones. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without.
I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary Trägt die nur parties? Unterwäsche? Oh no, Sieht fast we so have aus. been friends since long ago. Einfach But so ein as Korsett. I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Was bringt uns denn hierher? Geschäftsbeziehungen mit Lord Mortimer oder persönliche Gründe? Die gucken uns schon wieder so erwartungsvoll an. Ich glaube, die erwarten eine Antwort. Ich werde übrigens nachher noch nachschlagen, wie dieser scheiß Film heißt. Das gibt's doch nicht, ey. Die sind auch gar nicht so unbekannt, glaube ich. Ja, gut. Was bringt uns her, Leute? Was bringt uns her? Warum sind wir hier? Erzählen wir Ihnen die Wahrheit? Das mit unserer Mutter dann wahrscheinlich? Also, ob er so sehr ins Detail geht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir hätten Geschäftsbeziehungen mit Lord Mortimer, dann ist das nächste, was die fragen, oh, und welcher Art? Es sei denn, Lord Mortimer macht eine so ganz bestimmte Sache, die so offensichtlich für jeden ist. Aber auch die Information hätten wir im Zweifelsfall nicht, ne? Ich sehe schon, ihr wollt mir nicht helfen. Oder vielleicht seid ihr noch damit beschäftigt, diesen Film rauszusuchen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich mache jetzt mal weiter. Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. Believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Möglichst wenig von uns selbst preisgeben. Ist das eine Strategie, mit der ich fahren könnte? Oder vergrätzt das eher die anderen Gäste und macht es im Zweifelsfall schwieriger, dann noch in irgendeiner Kapazität hier Verbündete zu finden? Aber dass wir jetzt schon solche Entscheidungen treffen müssen, obwohl wir im Prinzip noch gar nicht wissen, worum es eigentlich geht und wie das Ganze hier überhaupt funktionieren soll, das finde ich natürlich schon frech. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Na du? Are you all right? Sieht nicht unbedingt so aus, meine Liebe. Das sieht wirklich nicht so aus, als ob es ihm gut geht, oder? Mother? Oh shit, your hand! So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes.
I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah. No one's going to find it. Ist das jetzt eine Vision oder wie habe ich das zu Are interpretieren? you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah, don't! No. No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay what you've done. Oh, das sieht nicht aus, als ob ihm das gut bekommen ist. Nicht so wirklich, oder? Hat er Visionen? Are you Oder right? What's going on? was war das gerade da? Here, take this. Schanke dünn. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Ich kuschel hier nebenbei den Kater, falls ihr euch wundert, I warum ich die definitely ganze have Zeit to so find Mother quickly. in Bewegung bin. Am I going crazy or what? This getting to me, for God's sake. I absolutely need to find you, Mother. So, okay, ab jetzt darf ich mich hier umsehen und mich bewegen. Ich gucke gerade, ob irgendeine meiner Tasten hier irgendwas bewirkt. Weil ich hätte jetzt gedacht, durch dieses Charakter so und so enthüllt, habe das ist echt unbequem hier. Mann. Wirklich. Das ist doch da ein wunderschönes Nest. Kannst du dich nicht da reinlegen? Das machen die nie, ne? Die legen sich nie dahin, wo man es für sich schön gemacht hat. Okay, wie kann ich mich jetzt hier umsehen? Da kann man doch bestimmt mal reingucken und ein bisschen schnuppern, oder? Die sind alle versiegelt, das wäre wahrscheinlich eher dumm. Na gut. Irgendwann kann auch laufen, okay. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Verdammt. Da müsst ihr mir jetzt auf jeden Fall beistehen, Leute. Wenn wir jetzt unsere Klasse auswählen. Denn mit der Auswahl deiner Klasse legst du deine Hauptfertigkeiten fest. Die anderen Fertigkeiten stehen dir zwar ebenfalls zur Verfügung, aber um sie zu erlangen, musst du Fertigkeitenpunkte investieren. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn überhaupt zur Auswahl hier? Der Diplomat. Der Diplomat hat seine Stärken in gesellschaftlichen Dingen. Als versierter Redekünstler umschifft er alle Konversationsklippen und kann seine Gesprächspartner nach Belieben überreden, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Sein liebstes Feld ist das der Politik. Oder sind wir Okkultist? Der Okkultist ist ein Meister der Täuschung. Überzeugt davon, wie bedeutend Wissen ist, hat er sich umfassende Fachkompetenzen in allen Dingen angeeignet, die die Wissenschaft und Kunst betreffen. Es macht ihm nichts aus, andere Personen auszunutzen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Oder nehmen wir den Detektiv. Der Detektiv glänzt bei Nachforschungen. Er ist geübt darin, selbst das kleinste Detail in seiner Umgebung und bei den Personen, die er befragt, zu entdecken. Als zupackender Typ hat er keine Scheu davon, die Dinge direkt anzugreifen. Aber wenn du anfängst, die Kabel anzuknabbern, dann fliegst du halt runter hier. Da brauchst du mich jetzt nicht so entsetzt angucken.
Also ich weiß nicht, was schon wieder los ist mit dir. Warum wirst du im Moment immer dann, wenn ich auf Stream starten drücke, so tüdenisch? Weißt du, als ob wir den Tag noch nichts zusammen gemacht hätten. Mal ganz ehrlich. So, also, welche Klasse wollen wir wählen? Diplomat, Okkultist oder Detektiv? Dadurch, dass ich hier nebenbei mit Harvey beschäftigt war, habe ich überhaupt nicht verarbeitet, was ich vorgelesen habe. Ich muss mir das gerade nochmal nebenbei selbst nochmal durchlesen. Ich mag ja bei Spielen, wo man Leute überreden und manipulieren kann, spiele ich selber ja gerne immer sowas, was so in Richtung Diplomat gehen würde. So eine Mischung aus Diplomat und Okkultist quasi, dass ich möglichst viel mit Reden lösen kann, aber ihr seid dem Detektiv sehr zugeneigt hier, wie ich sehe. Achso, hier guck mal, die Fähigkeiten des Detektiven sind Befragung, Aufmerksamkeit, Psychologie, Gewandtheit und Logik. Der Okkultist hat Manipulation, Okkultismus, Belesenheit, Wissenschaft und Heimlichkeit. Also der Okkultist würde schleichen, dem Detektiv fallen Sachen auf und der Diplomat hat Politik, Etikette, Sprachen, Überzeugung und Ablenkung. Es hat alles so seine Vorteile. Aber ihr tendiert eher zum Detektiv und das hier ist genauso euer Let's Play wie meins. Detektiv schaltet die folgenden Fertigkeiten frei: Befragung, Aufmerksamkeit, Logik, Psychologie und Gewandtheit. Du verfügst jetzt über 7 Konzentrationspunkte für deine Fertigkeiten. Aufgrund deiner Vergangenheit erhältst du einen Punkt in Manipulation, aufgrund deiner Vergangenheit erhältst du einen Punkt in Psychologie. Ich weiß doch nicht, was das bedeutet! Okay, also da müssen wir jetzt erstmal in Ruhe alles durchgehen jetzt hier, ne? Befragung. Dir fällt alles Merkwürdige am Verhalten oder Aussehen anderer Menschen auf. Aufmerksamkeit. Deinem wachsamen Auge entgehen selbst kleinste, wichtige Details und seltsam platzierte Elemente nicht. Psychologie. Das Verhalten und die Gedanken deiner Mitmenschen sind wie ein offenes Buch für dich. Logik. Du kannst deine logischen Geistes- und Sprachfertigkeiten meisterhaft einsetzen. Gewandtheit. Du kannst deinen Körper und deine Koordination gegen deine Umgebung einsetzen und manchmal gegen andere Personen. Dann haben wir noch Okkultismus. Du kannst dich auf dein Wissen über Sagen, okkulte und religiöse Symbole, alte Sprachen sowie Geheimgesellschaften verlassen. Kingsman. Genau, das ist das, was ich vorhin meinte. Manipulation. Dir gelingt es mit Leichtigkeit, Menschen dazu zu bringen, in deinem Sinne zu handeln. Belesenheit. Genieße die Vorzüge eines hervorragenden kulturellen Hintergrundes in puncto Kunst, Geographie und Geschichte. Wissenschaft. Du bist stets auf dem neuesten Stand, was Wissenschaften und medizinische Techniken angeht. Heimlichkeit. Du kannst unbemerkt Gegenstände stehlen, mühelos Schlösser knacken und zielsicher Fälschungen erkennen. Und ich glaube, das wäre so ein Punkt, wo ich ganz gerne nochmal Punkte investieren wollen wolle. Heimlichkeit ist so meins, glaube ich. Sprachen. Du kannst alle möglichen fremdsprachigen Dokumente und Konversationen verstehen und übersetzen. Ablenkung. Es ist dir ein leichtes, die Aufmerksamkeit der Menschen in die gewünschte Richtung zu lenken, das Thema zu wechseln oder unliebsame Fragen zu vermeiden. Dann gibt's noch Politik. Du kennst dich auf dem Parkett der Geopolitik bestens aus. Die Interessen der Länder und ihre diplomatischen Beziehungen sind dein Metier. Überzeugung. Du bist in der Lage, die Menschen mit deiner schieren Willenskraft und deiner Einstellung zu überzeugen. Und Etikette. Du weißt stets, in welcher gesellschaftlichen Situation welches Verhalten gefragt ist. Auch sehr nützlich für Komplimente und versteckte Beleidigungen. Okay, wir haben jetzt 3 Punkte, die wir verteilen können. 2 Punkte sind für uns schon verteilt. Einer in Manipulation und einer in Psychologie. Jetzt natürlich meine Überlegung. Hol dir mal eine Pizza. Guten Appetit. Meine Überlegung jetzt natürlich.
wenn ich jetzt hier in Psychologie schon einen Punkt habe, macht es einen Unterschied, ob ich in Psychologie Stufe 1 einen oder 3 Punkte habe, oder zählt immer nur, wenn ich das Ding dann irgendwie voll habe? Ich weiß, dass das keiner von euch weiß, aber was ist eure Vermutung? Mein erster Impuls ist ja 2 Punkte in Manipulation zu setzen, damit wir, wenn uns hier schon ein Punkt geschenkt wird, dass wir die Stufe dann voll machen hier. Was haltet ihr denn von meinem Plan? Also wir haben 3 Punkte, die wir verteilen können. Was haltet ihr davon, wenn ich 2 davon erstmal in Manipulation stecke, damit wir das auf Stufe 1 hochheben? Weil uns aufgrund unserer Vergangenheit da ja eh schon ein Punkt geschenkt wird. Dann haben wir das schon mal mit drin auf jeden Fall. Wäre das eine Idee? Und dann gucken wir nochmal, wo wir den letzten Punkt reinpacken. Ich weiß auch nicht, wie wichtig diese Entscheidungen sind, aber ich tendiere dazu zu sagen, verdammt wichtig. Also wir werden das Spiel wahrscheinlich mit jeder Kombination durchspielen können, aber wie genau das Ganze sich entwickelt, hängt wahrscheinlich davon ab, welche Fertigkeiten wir auswählen, weil uns je nach den Fertigkeiten, die uns zur Verfügung stehen, wahrscheinlich andere Pfade im Spiel dann offen stehen werden. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das tatsächlich so funktioniert. So. Ich fände ja Heimlichkeit noch ganz cool, aber wir sollten vielleicht, wenn wir schon Detektiv wählen, da auch irgendwelche Punkte investieren, oder? Okay, passt auf. Ich stell jetzt einfach 3 Sachen zur Auswahl. Und das, was dann innerhalb von einer bestimmten Zeit hier die meisten Punkte im Chat kriegt, das gewinnt. Befragung, Psychologie und Heimlichkeit. In eins von den 3 möchte ich meinen letzten Punkt setzen. Und ihr sagt mir jetzt in welches. Und dann geht's hier weiter. Befragung ist Dinge erkennen, ne? Also dass uns Sachen auffallen. Psychologie ist das Verhalten unserer Mitmenschen deuten und Heimlichkeit ist Schlösser knacken, schleichen, Sachen stehlen, diese Geschichten. Finde ich alles 3 ganz nützlich. Eins von den 3 würde ich gerne noch um einen Punkt steigern. Aber welches? Und was genau sind Konzentrationspunkte? Erklärt uns das Spiel das irgendwann auch noch oder wird uns dieser Begriff einfach an den Kopf geworfen und dann müssen wir irgendwie damit klarkommen? Befragung, Psychologie oder Heimlichkeit? Ich werde nicht jede Entscheidung so lange ausdehnen, aber gerade hier am Anfang so ein paar Weichen stellen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn wir das gemeinsam machen. Und wenn sonst keiner was dazu zu sagen hat, nehmen wir jetzt die Psychologie, damit es weitergeht. Das Verhalten und die Gedanken deiner Mitmenschen sind wie ein offenes Buch für dich. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Orgère, for example. Thieves that tortured their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of 2 people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother.
You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Er erinnert sich nicht an sie, aber die Frage ist jetzt, lügen wir sie an oder nicht? Und was sind das da unten jetzt für Punkte und was ist das für eine Anzeige da? Es wäre voll cool, wenn dieses Spiel irgendwas erklären würde, bevor es von uns erwartet, dass wir für die Mechanik wichtige Entscheidungen hier treffen, oder? Gibt's hier kein Tutorial? Weil eine Anleitung lag nicht dabei, weil das ist eine Digitalversion. Ich würde dazu tendieren, an dieser Stelle ehrlich zu sein, weil wenn wir sie jetzt anlügen, dann müssen wir ganz schön aufpassen, dass wir nicht aus Versehen in irgendein blödes Fettnäpfchen da treten. Trippeln, genau. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say you make up for yourself rather elegantly. Please stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London? No. Sorry, I don't remember. In the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Deine Fertigkeiten erlauben dir, versteckte Details zu entdecken. Wähle die am besten zur aktuellen Situation passende Stelle aus, um versteckte Details zu offenbaren. Für die Hinweissuche werden keine Konzentrationspunkte fällig. Du musst lediglich die passende Fertigkeit besitzen, um zur entsprechenden Hinweissuche zu gelangen. Aha. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Wenn die Zeit abläuft, wird automatisch eine Antwort ausgewählt. Behalte den Dialogtimer am unteren Bildschirmrand im Auge. Das hab ich! Ich hab unten auf die Halskette und da war dann so ein Böp, falsche Antwort. Dann bin ich auf den Mund und wollte bestätigen und das hat er nicht akzeptiert. Und jetzt meckerst du rum, ich hätte... Don't get left behind. Hinweissuche missglückt. Das ist ein super Start fürs Abenteuer. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother. Das geht schon mal one way or gut los. another. Das If geht I schon mal can richtig believe my gut los. vision, you don't have much of a place in her heart. Ich werde wahrscheinlich konstant bei allem verkacken. Auch jetzt erklärst du mir, was das ist. Ja, natürlich. Talente erhältst du, indem du bestimmte Aktionen durchführst. Sieh dir die Bedingungen und Effekte der einzelnen Talente einmal genauer an, denn sie stellen interessante Verbesserungen dar. Du kannst deine Talente im Bereich Talente im Menü finden. Ich habe jetzt also ein Menü, ja? Ach du Scheiße. Aber jede Menge zu lesen hier heute. Sarah de Richet. Sarah Faustine de Richet ist eine reiche französische Adelsfrau. Vor 34 Jahren übernahm Sarah den Vorsitz einer der wichtigsten Geheimgesellschaften des Goldenen Ordens. Angetrieben von ihrer enormen Willensstärke setzte Sarah alles daran, selbst in die höchsten gesellschaftlichen Kreise zu gelangen. Ob Politik oder Handelsabkommen, ob Staatsgeheimnisse oder paranormale Aktivitäten, der Orden hatte alles im Blick und unter Kontrolle. Zu Sarahs größten Verdiensten im Goldenen Orden gehört die Entwicklung der Abteilungen in Amerika, Europa und Zentralafrika und vor allem auch der Ausbau des Themenbereiches Okkultismus, dessen sie sich höchstpersönlich annahm. Ihren Sohn Louis bereitete sie seit seiner frühesten Kindheit darauf vor, eines Tages das neue Gesicht des Goldenen Ordens zu werden. Emily Hillsborough. Emily Hillsborough ist eine englische Herzogin mit engen Beziehungen zur englischen Königsfamilie. Emily, die über ihre Ursprünge und Herkunft möglichst schweigt, betrat das politische Parkett erst nach ihrer Hochzeit mit einem alten englischen Adligen, die nicht weniger als eine Mischung aus Schein- und Vernunftehe erachten. Sie ist libertär und modern,
aber auch diskret und besonnen. So ist sie immer darauf bedacht, enge Verbindungen zu Kollegen und wichtigen Personen aufrechtzuerhalten. Innerhalb von wenigen Jahren brachte sie es bis zur bevorzugten Diplomatin der Königin. Das war vermutlich auch der Grund dafür, dass sie die Privatsekretärin des Premierministers William Pitt wurde, was für Gerüchte und Neid sorgte. Aha, hier wird uns jetzt verraten, woher wir sie kennen, aber eben gerade wusste er es definitiv nicht, ne? Also das sind so nette kleine Sachen in diesem Spiel. Könnte spannend werden. Als regelmäßige Besucherin nahm Emily Sir Gregory Holmes' Einladung auf Lord Mortimers Insel gerne an. Auf gar keinen Fall würde sie einen dieser berühmten Empfänge verpassen wollen. Giuseppe Piaggi. Seine Eminenz, Kardinal Giuseppe Piaggi, ist ein Gesandter von Papst Pius VI. Giuseppe Piaggi, ein überaus fähiger Redner, hat seine gesamte Laufbahn im Dienst der Prinzipien der römisch-katholischen Kirche gewidmet. Piaggi, seines Zeichens ein Mann der Wissenschaft und Freizeitphilosoph, konnte schnell in der Gunst des Papstes aufsteigen, der ihn im Geheimen zum Kardinal in Pectore ernannte. So konnte er sein Vertrauensverhältnis mit Papst Pius VI. Nutzen und ihn bei seiner schwierigen Mission unterstützen, die Gläubigen zu führen. Nach der Einladung durch Sir Gregory Home freut sich Piaggi sehr darauf, seinen alten Freund Mortimer zu treffen und ihm gegenüber die Interessen des Heiligen Stuhls zu repräsentieren. Oh, das alles im Überblick zu behalten, das wird, glaube ich, eine Aufgabe hier. Louis de Richet. Louis Morat de Richet, der einzige Sohn von Sarah de Richet, ist ein junger Adelsmann aus Paris. Schon in frühester Kindheit verkehrte Louis in den Kreisen seiner Mutter. So war es nur folgerichtig, dass er an seinem 14. Geburtstag in den Goldenen Orden eintrat, die Geheimgesellschaft seiner Mutter. Der frühreife Louis entwickelte sich an der Seite von Sarah erstaunlich schnell, und das trotz der täglichen Behandlung, die sie ihm wegen seiner chronischen Migräne angedeihen ließ. Er stieg stetig im Orden auf, bis er seine Mutter bei Okkultismusfällen unterstützen konnte, für die er ein besonderes Talent hatte. Mit der Zeit formte Sarah ihren Sohn nach dem Bild, das sie sich vorgestellt hatte. Alles deutete darauf hin, dass Louis eines Tages den Vorsitz des Goldenen Ordens übernehmen würde. Okay, das ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Das heißt, er übernimmt den jetzt doch nicht? Oder wie habe ich das zu verstehen? Die Kunst, die Menschen aus ihren Gesichtszügen zu erkennen. Johann Caspar Lavater, 1775. Ein Verfahren, mit dem Personen anhand ihrer äußeren Erscheinung analysiert werden können, insbesondere anhand ihrer Gesichtsmerkmale, plus ein Punkt in Psychologie. Emilys Taschentuch. Ein Taschentuch, das mir Lady Hillsborough gegeben hat. Der Blutfleck darauf stammt von mir. Es hat ihre Initialen E.H. Und Mortimers Einladung. Verehrter Monsieur de Richet, ich schreibe Ihnen, um meine Verlegenheit bezüglich der Situation auszudrücken, in der ich mich befinde. Wie Sie vielleicht wissen, hatte ich Ihre Mutter, Sarah de Richet, vor einigen Wochen auf meine Insel eingeladen. Wir arbeiteten an gemeinsamen Projekten, die mit Ihrem Orden zu tun haben. Ihr Aufenthalt hier verlief ohne besondere Vorkommnisse, bis sie gestern plötzlich verschwand. Ich will Sie nicht in Sorgen stürzen, aber ich bitte Sie, so schnell wie möglich hierher zu kommen, damit wir Licht in diese Sache bringen können. Vielen Dank im Voraus. Hochachtungsvoll, Lord William Mortimer, Marquis von Westfordshire. Guten Appetit wünsche ich. Lass es dir schmecken. Gelee Royal stellt 2 Konzentrationspunkte wieder her. Goldelixier hebt alle negativen Effekte auf. Erdsternchen offenbart vorübergehend die Immunitäten und Schwächen, die sich auf einen Dialog auswirken. Und Karmelitengeist fügt dem nächsten Fertigkeiteneinsatz, werden keine Konzentrationspunkte fällig. Ach du Schande. Keine Sammlermünzen bisher. Und 7 Konzentrationspunkte. Wenn du 4 Bernsteinstücke einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um 1 Punkt. Oh Gott, auf was wir hier alles zu achten haben.
Okay, ich glaube, das werde ich mir nicht einfach alles durchgucken jetzt. Das nehmen wir so, wie es sich ergibt, oder? Okay, machen wir erstmal weiter. Das ja. Man wird so ein bisschen erschlagen hier von Anfang an, ne? Was das da wohl für einer ist? Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richet. Monsieur de Richet. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Among Sarah us? de Richet's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. I have an appointment with Lord Mortimer. Would you be so kind as to lead me to him? Unfortunately, sir, I cannot. I don't know exactly where my master is. But rest assured, sir, everyone is waiting for you at the manor. Sir Holm insists on welcoming you in person. Since your mother went missing, everyone has been concerned about finding her. Who is Sir Holm? A close friend of Lord Mortimer's. Please, rest assured, sir, it won't take us long to find your revered mother. Indeed, we are searching the quays again because lights were seen at the wharf just last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Fertigkeiten ermöglichen dir unter Einsatz von Konzentrationspunkten einzigartige Entscheidungen und Aktionen. Je höher dabei die Stufe der Fertigkeit ist, desto niedriger fallen die Konzentrationskosten aus. Okay, also muss voll sein, muss eine volle neue Stufe sein, damit es was bringt. Okay, heißt das, die Fertigkeit ist auf Stufe 0 oder heißt das, es kostet uns 0 Konzentrationspunkte? Das hier meine ich. Da. Die 0. Da. Ich weiß nämlich nicht, was das mal gerade für eine Fähigkeit ist hier. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. Hat auf jeden Fall keinen Fertigkeitenpunkt The gekostet. handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir, the one you arrived by. Logik Stufe 1, Manipulation Stufe 1. Überzeugung könnten wir nicht machen. Nehmen wir Logik, oder? Das klingt nicht ganz so fies. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was Okay. never my intention to contradict, sir. Das lief jetzt gemeiner, als ich das beabsichtigt I must habe. return now. Den haben wir ja There's still much to fertig prepare gemacht. in order to welcome all the guests. It is indeed your handkerchief, Mother.
You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? So, während wir jetzt hier unsere ganzen neuen Informationen nochmal durchgehen, stelle ich nebenbei eine Frage an euch bezüglich unseres weiteren Vorgehens hier in diesem Let's Play. Soll ich bei den Entscheidungen immer so ein bisschen warten und euch die Gelegenheit geben, dass ihr euch dazu äußert? Oder einigen wir uns jetzt auf eine ungefähre Strategie und im Zweifelsfall entscheide ich halt spontan? Oder wie wollen wir es machen? Wie interaktiv möchtet ihr das Ganze haben? Der Diener, Schwäche Logik und Schwäche Befragung. Alle Diener von Lord Mortimer tragen eine Maske. Dies ist ein wiederkehrendes Thema in den Gesprächen der Gäste untereinander, aber niemand kennt den wirklichen Grund für diese Maskenpflicht. Damit sich im Zweifelsfall die Leute unerkannt bewegen können, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Das Taschentuch meiner Mutter, das mir der Diener am Kai gegeben hat, das trägt ihre Initialen. Keine Erfahrungspunkte gekriegt dafür. Finde ich ein bisschen schade fast schon. Ich würde sagen, dann sehen wir uns hier unten noch mal kurz ein bisschen um, wa? Wooden floorboard. Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Judging by the splinters of the wood, this floorboard has been ripped up. Yet it was in decent condition. I wonder why someone ripped it up. What's the point of doing this? Das ist eine interessante Frage, mein Freund. It's locked. I'll never get it open barehanded. Ja, also mit Heimlichkeit 3 kriegen wir das auf. Wir haben aber nicht mal Heimlichkeit 1, meine ich, ne? Na gut. Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Somebody replaced it recently. It looks like it's fixed pretty solidly in place. It's going to be tough to rip it out of here. Shit! It's not coming up. I'll never manage it barehanded. I need something to lever it with. Etwas, womit wir es raushebeln können. Findet sich sowas hier eventuell? Gelee Royal stellt 2 Konzentrationspunkte wieder her. Honey, the remedy of the gods. Okay, ich gucke nochmal, ob wir irgendwas finden, womit wir das leichter aufbrechen können. Aber ihr könnt ja schon mal überlegen, ob wir Konzentrationspunkte dafür verwenden sollen, um das aufzubrechen. Oder ob wir uns die Punkte lieber sparen. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Ja, komm, ich drücke jetzt mal R2. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Honey, I couldn't have hoped for better.
barrel's been broken for quite some time. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. This might just come in handy. Welchen Nachteil kann es haben, das jetzt mitgenommen zu haben? A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Nochmal Gelee Royal, okay. Wie viel sich hier jetzt auf einmal finden lässt, ne? Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Okay. Aus dem derzeit anhaltenden Schweigen im Chat schließe ich, mach du mal ganz alleine, uns egal, wir gucken nur zu, oder wie handeln wir das jetzt? Nothing special. Let's see what's hidden inside. Entweder einen Hinweis finden oder die Briefe nacheinander untersuchen. Let's look. It's too badly written, I can't make out the address. Der hier. The address is 50 Bedford Square, London. Ich hatte allgemein die Frage in den Raum gestellt hinsichtlich unseres Vorgehens, ob ich bei jeder Entscheidung warten soll und das Ganze dann mit euch besprechen und so komplett interaktiv, oder ob ich viele Sachen quasi alleine entscheiden soll, oder ob wir uns auf so ein allgemeines Vorgehen einigen im Vorfeld oder so, wie allgemein wie interaktiv wir das Ganze hier gestalten wollen. The address is in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the Order sent some envoys there. Und ich hatte gefragt, ob wir Konzentrationspunkte aufbringen sollen, um einmal hier Hinweise zu finden und um die Planke zu öffnen. A letter written in an Oriental language. Weil Konzentrationspunkte haben wir ja nur 7. Ah, wir kennen die Sprache nicht, blöd. I haven't the slightest idea what it says. Ah, ärgerlich. Nope. Doesn't ring a bell. Höven. Probably a Dutchman. Dann haben wir noch Mr. H.B. de la Barthe. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Und an seine Eminenz Giovanni Angelico Braschi. This envelope is meant for the Vatican. Also die Sache mit den Konzentrationspunkten ist halt, wir haben 7 Stück davon und wenn die alle sind, sind die alle. Ne, wir haben drei Gelees gefunden, mit denen wir jeweils 2 Punkte wiederherstellen können, aber ansonsten... Ne, das ist das hier unten links in der Ecke. Ne? This name sounds familiar. Braschi. No. Can't seem to place it. Das heißt, also wir haben nicht unbegrenzt viele davon, das ist halt das Problem. Let's see what's hidden inside. Und hier zum Beispiel, das ist ein Logikrätsel, Stufe Schwierigkeit 3. Wir müssten 3 Konzentrationspunkte aufbringen, um hier jetzt einen Hinweis zu erhalten. Dann haben wir aber nur noch 4 und die Frage ist, wie bald wir das überhaupt wieder auffüllen können. Na, ich weiß nicht, wie wichtig dieser Hinweis sein könnte jetzt hier. Das ist halt das Problem, zum Beispiel.
Und da hinten an dem Steg, da haben wir halt auch unter dem Steg ja irgendwelche Gegenstände gefunden. Aber da müssten wir den Steg für aufbrechen, um da dran zu kommen. Und das scheint auch Konzentrationspunkte zu kosten, weil unser Talentwert zu niedrig ist anscheinend. Mit einem höheren Talentwert würden wir wahrscheinlich weniger Punkte verbrauchen. Aber ich weiß halt nicht, wie lange wir das nach hinten schieben können, bevor es nicht mehr da ist. Also wäre der Briefkasten und die Gegenstände unter dem Steg wären erstmal von Interesse. Wir haben 3 Royal Gelee, also Honig, 3-mal Honig gefunden. Mit jedem Honig können wir 2 Konzentrationspunkte wiederherstellen. Das heißt, wir können 6 Konzentrationspunkte insgesamt können wir aktuell heilen. Aber was ich halt noch nicht sagen kann, ist, wie oft wir diese Gegenstände finden. Ne, wie begrenzt diese Ressourcen halt sind. Ich weiß es nicht. That does it. Let's see Wunderschön. what's hidden inside. There's a book and also a bag. Guck mal, da haben wir jetzt nicht mal Konzentrationspunkte für verbrauchen Mysterium müssen. Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. And judging from what I can see, it's the same one as hers. For crying out loud, what's happened to you, Mother? Manuskripte. Mit Manuskripten kannst du dich während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst und erhältst dafür permanente Fertigkeitenpunkte. Das klingt doch eigentlich ganz gut. A little food, a few toiletries, a small key and some kind of black powder. Na, vor allem der Schlüssel interessiert, oder? An iron key completely rusted. You never know. It might be useful. I hope Mother wasn't counting on it. Diese Katzen heute, ne? Dann leg dich doch hin. Jetzt kommt der andere auch noch. Bottom of the bag is covered in black Ich muss mich hier powder. konzentrieren. Das ist schwierig. Some fruit, a piece of bacon and some bread. The fruit's still firm. War das ein Fehler, den Schlüssel zu nehmen? From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Shit, those are definitely my mother's things. I recognize her hairpins. This bag smells of her perfume. A piece of soap, some oils, and her powder puff. What does all this mean? Ich würde ja dazu tendieren, die Tasche hier zu lassen, aber halt diesen Schlüssel mitzunehmen, das kann ich eh nicht rückgängig machen, um damit eventuell irgendwo ein Schloss zu öffnen, weil wenn hier Rationen für 2 Tage versteckt sind, ihr braucht euch jetzt nicht hier auf mir drauf prügeln, ich glaube, ihr spinnt. Dieser kleine Arschkeks, ne, hat ihm nicht gepasst, dass seine Schwester hier auf dem Sessel ist. Hat er angefangen, auf sie einzudreschen. Sag doch, mit dem ist heute irgendwas... Ah. So, ja, zurück zum eigentlichen Thema. Es war vielleicht ein Fehler, überhaupt diesen Schlüssel zu nehmen. Ich tendiere dazu, die Tasche hier zu lassen. Was sagt ihr denn? Wir können die Tasche auch komplett mitnehmen. Das wird ja einen Grund haben, dass irgendwer die hier versteckt hat. Ne? Die Frage ist... Also die Frage ist natürlich, hat unsere Mutter die Tasche hier versteckt? Weil es sind ja die Sachen unserer Mutter. Aber hat unsere Mutter die Sachen hier versteckt oder hat jemand anders die Sachen hier versteckt? Damit man unsere Mutter nicht findet oder irgendwelche Hinweise auf sie findet oder keine Ahnung. Right, that's enough. I think I better leave her bag here. If she hid all this, it's because she thought she might need it later. For crying out loud.
Why did you hide supplies in the middle of nowhere, Mother? I don't know what's going on here, but you obviously feel like you're in danger. Halt, warte mal. Verrosteter Schlüssel. Ist das vielleicht der Schlüssel für diese Tür hier? There we are. Jetzt wird's interessant, oder? This wharf is used as storage for a lot of barrels. Uh-huh. What have we here? It's cannon powder. Die Wissenschaft noch nicht erlangt. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Wir haben so viele Fähigkeiten nicht, die wir theoretisch brauchen hier. Das ist furchtbar. Mysterium Cosmographicum, Johannes Kepler, 1596. Ein wissenschaftlicher Essay, der die präzisesten astronomischen Beobachtungen mit hochentwickelten mathematischen Begriffen vereint. Also irgendwie hieß es doch, wir können uns aussuchen, welches Buch wir lesen wollen, ne? Wo machen wir denn das? This looks like a pistol case, but it's empty. Irgendwer hat also eine This has Pistole. anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear Mother, and quickly too. Kann man die Tür hinter uns wieder zumachen? Ist ja doch eher verdächtig, wenn wir die jetzt auflassen, ne? Okay, Leute, ich sag's wie es ist. Ich will wissen, was da im Briefkasten noch versteckt ist. Ich hole mir den Hinweis. Wir haben genug Gelee Royal. 4 Stück, glaube ich. Wir können ja eh maximal 5 tragen. Das heißt, so ein bisschen Möglichkeiten schaffen, von dem Gelee was zu verbrauchen, falls wir wieder was finden sollten, das wir nicht Let's see mitnehmen what's können. hidden inside. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the order. And I'd recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize Ja, the name. wenn wir die entsprechenden Talente what's gehabt inside hätten, this hätten wir letter. das auch so schaffen können. So, Dear Samuel, Aber wir haben die my Talente nicht stay on gehabt. Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richets. what is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Das ist bestimmt irgendeine Codesprache. Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Politik 1 nicht erreicht. Also bringt der I'm guessing Hinweis he's a uns man gar of some nichts. importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Ärgerlich. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Also diese Situation So, werden wir bestimmt noch so Let's oft go through haben. this. My mother's been hiding pieces of bread between the rotten boards of the wharf in the middle of the night. That's not normal. And if that weren't enough, it looks now like she's armed. Meanwhile,
she also takes the time to send out letters, reassuring whoever might be interested that she's having a fabulous time here. It's so odd. So very odd. And that's not even all I've noticed. But maybe I ought to move on to the manor now. They'll be waiting for me. At least I hope so. Gehe zum Herrenhaus. Okay, wir haben alles gefunden, was wir hier unten finden können. Blöd, wenn wir Politiker gewesen wären, hätten wir mit dem Namen was anfangen können. Dann wären uns aber wahrscheinlich andere Sachen dafür nicht aufgefallen. Ich denke, diese Situation werden wir noch ganz oft haben, dass wir ganz viele Sachen haben, die wir mit unseren Talenten nicht machen können. Ne, bei 5 von 15 Talenten ist die Chance ja relativ hoch, dass wir auf Sachen stoßen, die nicht für uns gedacht sind. Aber es ärgert einen trotzdem jedes Mal, oder? Hoppla. Latin inscription. Nessis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Oh, Fiddlesticks! Sprachen haben wir nicht und Okkultismus haben wir auch nicht. Sagt uns also gar nichts. Das fängt an, mich aufzuregen. Aber da werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen in diesem Spiel. Das wird ganz oft passieren. Dafür haben wir halt auch Sachen, wo wir unsere Talente benutzen können, ne? Jetzt bin ich am Überlegen, ob es sinnvoll ist, die Punkte so zu investieren, dass man alle Talente auf Stufe 1 hat, oder ob man sich lieber auf ein paar wenige Talente so komplett spezialisieren soll. Was würdet ihr denn sagen? Was ist eure Vermutung? Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Riche, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Ach du Scheiße. Konfrontation beginnt. 3 Fehler möglich. Das wird ja fantastisch. So, jetzt kommt die Katze hier wieder von der anderen Seite angestiefelt. Die Katze diesmal wohlgemerkt, nicht der Kater. Du kannst mir aber jetzt nicht in den Schoß kriechen. Das geht nicht. Ich bin hier... Nein. Dann, leg dich auf die Sessellehne hier. Hm? Die sucht jetzt Zuflucht bei mir, damit sie von ihrem Bruder mal in Ruhe gelassen wird. Verdammt, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach so, hinsichtlich der Talente. Also der Vorteil, wenn wir versuchen, uns alle Talente anzueignen, ist natürlich, dass wir im Zweifelsfall halt Zugriff auf alle Optionen haben. Der Nachteil ist, wenn wir uns auf nichts spezialisieren, wird uns das im Zweifelsfall jedes Mal eine Menge Konzentrationspunkte kosten, wenn wir irgendwas tatsächlich benutzen, so wie eben gerade. Ne, wenn wir Logik oder Geschick auf dem höheren Level gehabt hätten, hätten wir da überhaupt keine Konzentrationspunkte oder zumindest weniger Konzentrationspunkte für verbrauchen müssen. Also es ist immer so dieses Abwägen, was ist jetzt sinnvoller, ne? Weil es ja durchaus auch andere Möglichkeiten gibt, an bestimmte Informationen zu kommen. So ist das Spiel ja ausgelegt. Aber ich weiß es wirklich nicht. Deswegen wälze ich solche Entscheidungen gerne auf euch ab. Konfrontationen. Während einer Konfrontation musst du durch mehrere Phasen gehen und dabei so überzeugend wie möglich bleiben. Konfrontationen wirken sich auf den Verlauf der Geschichte aus. Daher solltest du bei Bedarf auch deine Fertigkeiten einsetzen. Bei jeder Konfrontation wird grafisch angezeigt, wie sehr du die Person, mit der du redest, überzeugen konntest. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally.
would you happen to know if your mother has arrived yet? Vergiss es, her mit dem Brief! Ist bestimmt die richtige Vorgehensweise. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. You're right. I shall see her tomorrow then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. Wenn wir jetzt die entsprechenden If your Talente beim mother wishes Briefkasten to gehabt speak to hätten. you about us Da one waren- day, I will not mind if she Da does war ein so. Brief an die That Kirche. is very Da hätten wir commendable. bestimmt But die since we work Informationen together kriegen on a können. daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Ja, Kunstsammler hat sich erledigt, Etikette haben wir nicht. Okkultismus haben wir auch nicht, das hat sich auch erledigt. Das heißt, wir sind entweder Mitglieder des Goldenen Ordens oder es ist ein Berufsgeheimnis. Ich darf noch 3 Fehler machen, ich riskiere es. My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. Mother trained me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect stranger that you and your mother work for a secret society. Aber du bist doch kein It would seem Fremder. that discretion is not one of your specialities, my son. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Shit! Ich habe mir fast gedacht, dass das ein Fehler sein könnte, aber ich wollte sehen, was passiert. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Ich nehme die Manipulation. Da haben wir extra Geld für ausgegeben. Look, you seem hesitant. Jede Person, die du auf der Insel triffst, hat ihre eigene Persönlichkeit, wodurch sie gegenüber manchen Fertigkeiten anfällig ist, anderen gegenüber hingegen immun bleibt. Um deine Ziele zu erreichen, musst du die Persönlichkeit deiner Konversationspartner kennen. Wenn du eine Fertigkeit einsetzt, gegen die eine Immunität vorliegt, wirst du keinen Erfolg haben und zugleich in den Zustand erschöpft geraten. Nutzt du hingegen eine Schwäche mit der entsprechenden Fertigkeit aus, erhältst du einen Konzentrationspunkt zurück. The simplest thing to do is just to give it to her when you see her. Schwäche! After all, it's not that urgent. Schön. Yes. Gut zu wissen. I mean, yes, it's urgent. I mean, what if we don't find each other here on the island? Though I don't know yet when I'll be leaving. I might not be staying for very long. What to do? Can you see a solution? Come on. Just give me the letter for crying out loud. I cannot run the risk alone. I am going to trust you. You seem like an honest man. Bingo. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? In der letzten Phase einer Konfrontation musst du die Person, mit der du redest, überzeugen, indem du die passende Dialogoption auswählst. Wenn du dich falsch entscheidest, wird die Phase so lange wiederholt, bis du die richtige Option wählst oder keine Fehler mehr möglich sind. Die letzte Phase einer Konfrontation wird im Misserfolgsfall wiederholt. Wir haben noch 2 Fehler. Schauen wir doch mal.
I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur de Richet. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Siehst du, und deswegen habe ich erwähnt, dass ich zu dem Orden gehöre, du. Aber das hat er gegen mich verwendet. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Viele Hinweise und Gegenstände sind nicht sofort ersichtlich. Manche von ihnen wirken sich auf dein Abenteuer aus, deswegen solltest du stets die Augen offen halten. Aber wir haben diese Konfrontation erfolgreich abgeschlossen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Auf uns, meine ich. Auf uns. Ein versiegelter Brief von Piaggi für Sarah de Richet. Vielleicht öffne ich ihn später auf meinem Zimmer. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? So, also, der Giuseppe ist schwach, was Manipulation angeht. Weil es schon mal eine gute Entscheidung, diese Punkte da ganz am Anfang zu investieren, ne? Das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und der Diener hat eine Schwäche hinsichtlich Logik und Befragung. Auch das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ich frage mich, wofür wir diese Erfahrungspunkte kriegen dann am Ende. Aber ich mache an dieser Stelle eine ganz kurze Pinkelpause. Es geht gleich weiter. Und dann versuchen wir das Rätsel um das Verschwinden unserer Mutter zu lösen. Aber ich muss wirklich mal... Ich hab ganz kurz vorm Stream habe ich ein paar technische Probleme gehabt hier, die ich noch lösen musste. Deswegen bin ich nicht mehr dazu gekommen, vor dem Stream nochmal auf Toilette zu gehen. Das muss ich jetzt kurz nachholen. Ich habe gedacht, ich halte ein bisschen länger durch. Tut mir leid, ich bin gleich wieder da.
Aber mal ernsthaft. Wir haben hier eine Konfrontation erfolgreich abgeschlossen. Wir haben draußen auf dem Pier Hinweise, also einige Hinweise gefunden, eigentlich alle. Auch wenn wir manche vielleicht nicht richtig deuten konnten. Und wir haben noch nicht einen einzigen Erfahrungspunkt gekriegt. Wofür gibt es denn dann diese Erfahrungspunkte? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Ist auf der Karte eigentlich verzeichnet, wo die Leute so sind? Nein. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Also, ich nebenbei so ein bisschen was zum Ablauf dieses Let's Plays. Dieses Spiel ist in 5 Kapitel unterteilt, die alle so nach und nach rauskommen. Also das Kapitel 1 war zuerst draußen und die anderen 4 Kapitel sind dann im Laufe von Wochen oder Monaten dann im Nachhinein nachgereicht worden. Und diese Kapitel selber sind nochmal in einzelne Episoden unterteilt, oder zumindest in einzelne Abschnitte. Irgendwo hatte ich so eine Level-Select-Liste gesehen. Und mein Plan ist eigentlich pro Council-Folge hier 1 dieser Kapitel durchzuführen, also auf insgesamt 5 Folgen zu kommen. Ich muss nur so ein bisschen drauf achten. Ich hoffe, das wird dann auch immer deutlich gemacht, wenn man das Ende von einem dieser Kapitel erreicht hat. Am Anfang stand ja da Episode 1, The Mad Ones. Ich bin aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das jetzt der Name des ersten Kapitels war oder der Name des ersten Abschnitts des ersten Kapitels. Das weiß ich nicht. Wir müssen die Augen offen halten, nur dass ich es einmal gehört habe. Ich habe ja keine andere Wahl, als das Buch zu nehmen, ne? Also nehme ich das Buch mit. Parallelbiografien. Plutarch, 10. bis 11. Jahrhundert. Eine Reihe von Biografien berühmter Männer, die zahlreiche Informationen zu ihrem Leben und dem Ursprung ihrer Größe bieten. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie ich auswählen kann, was davon ich jetzt lesen will. Oder geht das nur dann zwischen den Kapiteln? Oder wie genau läuft das? Hier muss ich rum, glaube ich. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Das ist Have Washington, you oder? also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Der redet von Yards, Come das ist join eine us. amerikanische... Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you'll forgive my indiscretion? Das werde ich dir garantiert nicht erzählen. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richets' mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. Ach, Georgie But boy. you'll see, it will come.
Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Wenn ich jetzt sage, sie ist verschwunden, dann wird der Priester sagen, what the fuck? Also müssen wir uns etwas ausdenken. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his Ist das Home deepest apologies. dann? Wenn es nicht He's Mortimer asked me ist? here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. So. Wieder eine Stelle, wo wir uns entscheiden müssen. Und ihr könnt eure Meinung zu dieser Entscheidung jetzt in diesem Moment gerne in den Chat schreiben. Ich weiß, wozu ich tendieren würde. Das werde ich auch gleich preisgeben. Ich will euch nur einen Moment geben, unbeeinflusst durch mich, eure Meinung in den Chat zu schreiben. In der Zeit gieße ich mir hier mein Glas wieder voll und dann können wir kurz drüber reden. Aber eigentlich weiß ich, was ich machen wollen würde. Ich bin nämlich tatsächlich der Meinung, dass es auf der einen Seite wahrscheinlich eine ausgesprochen dumme Idee ist, dem Wunsch eines der mächtigsten Menschen auf dem gesamten Planeten nicht zu entsprechen. Außerdem werden wir während unseres Aufenthaltes hier höchstwahrscheinlich noch mehr als genug Gelegenheiten haben, ein bisschen mehr über Lord Holm zu erfahren. Aber vielleicht kann uns ein Großmeister des Goldenen Ordens jetzt schon dabei helfen, ein bisschen mehr über unsere Mutter zu erfahren. Also, ich hätte tatsächlich auch gesagt, bleiben und Washington zuhören. Das Blöde ist nur, dass die gute Lady da auch bleibt. Die ist ja nicht Teil des Ordens, oder? Das heißt, wir können leider nicht so offen sprechen, wie uns das vielleicht lieb wäre. Aber trotzdem. Let's see what Washington has to say.
Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. Deswegen hat sie gefragt, ob wir uns an sie erinnern. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Es würde mich schon interessieren, woher Emily die Mutter kennt, aber ich glaube, mehr über unseren Gastgeber herauszufinden, sollte zum aktuellen Zeitpunkt eventuell unsere Priorität sein, oder wie seht ihr das? Wir wissen ja gar nichts über Lord Mortimer. Das kann uns in einem Spiel dieser Art sehr schnell zum Verhängnis werden. Denn, wie sagte einst eine sehr, sehr schlaue und sehr, sehr mächtige Person, spielst du das Spiel um Throne, dann gewinnst du oder du stirbst. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the Order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Wann hat er sie das letzte Mal gesehen oder wie hat er sie kennengelernt? Das eine bezieht sich direkt oder potenziell direkt auf die aktuelle Situation. Das andere verschafft uns vielleicht ein paar Einblicke in diesen Charakter an sich. Ich glaube nicht, dass es wirklich relevant für unsere Untersuchung ist, zu erfahren, wann er sie das letzte Mal gesehen hat. Es sei denn, da steckt jetzt irgendein größerer Plan dahinter, aber in dem Fall wäre er ja gut daran beraten, das Ganze im Zweifelsfall von sich aus auch preiszugeben. Also würde mich interessieren, wie haben die beiden sich eigentlich kennengelernt? Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres, like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. Ja, ich weiß nicht. Ichabod Crane hat da so eine Meinung zu. Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know.
I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the order. We haven't found many clues yet. Ich weiß nicht welches Buch, ich sag einfach hier. Ich vertraue den beiden mal, die sind ja in unserem I did Orden. find a book that belongs to my mother. Where did you find it? That's what Also, worries me. wenn, dann vertraue ich I found den it beiden, in oder? the Was wharf. sagt ihr? Do you think she was preparing to discreetly Oder lieber niemandem I don't vertrauen? know. An extremely likely proposition. I'll believe it when I see it. Auch so für die Zukunft. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Was ist das denn? Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Jetzt hat der Kater mich abgelenkt, jetzt habe ich hier was verpasst. Und das ist doch nicht wahr, ey. Warum sabotierst du mich heute die ganze Zeit? Elizabeth Adams? Mensch. Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. Gehst mir ein bisschen You auf have den Sack perhaps heute, mein already come Kleiner. across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Hat der Unterhaltung eben kaum folgen können. Ich habe die Hälfte verpasst, weil der Kater hier schon wieder Scheiße gebaut hat. Tut mir leid. Der macht's mir heute echt nicht leicht. Gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, where is my room? Das hat er dir gerade gesagt, Louis. Hast du nicht zugehört? Wobei am Ende des Flurs ein bisschen gemein ist, wenn der Flur einmal einmal ringsrum geht hier. So, wer ist jetzt Elizabeth Adams? Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt. Elizabeth Adams ist die Tochter von John Adams, dem Vizepräsidenten der USA. Elizabeth wurde bereits nach ihrer Geburt von ihren Eltern abgelehnt und offiziell als Totgeburt eingestuft. Sie wuchs isoliert auf und entwickelte sich zu einer labilen, jungen Frau mit einer bipolaren Störung, die stark unter schrecklichen Angstzuständen litt. Ihre tiefsten Geheimnisse zehrten sie von innen auf. Trotz zahlreicher Behandlungsversuche konnte sie nicht geheilt werden und verfiel immer mehr dem Wahnsinn. John Adams, seines Zeichens befreundet mit Sir Gregory Holm und Lord Mortimer, schickte seine Tochter schließlich zu Lord Mortimer in der Hoffnung, dass er ihr zu helfen vermochte. Ohne große Zuversicht hält sich Elizabeth nun seit kurzem auf dem Anwesen auf.
Dann haben wir Sir Gregory Home. Sir Gregory Home, Baron von Nottingham, ist ein äußerst einflussreicher britischer Adelsmann. Als überzeugter Royalist widmete er seine Karriere dem Ausbau des Einflusses des Vereinigten Königreiches auf der ganzen Welt. Von der florierenden East India Company bis zu den spanischen Handelsposten in Amerika. Die wichtigsten Entscheidungen der größten Wirtschaftsmacht der Welt tragen seine Handschrift. In England selbst trieb er den Abbau der Inlandsschulden voran und widmete sich als rigoroser Vertreter von Familienwerten auch der Arbeiterklasse, indem er Armenschulen aufbaute, um jenen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die laut ihm die künftigen Triebfedern der nächsten industriellen Revolution sein würden. Sir Gregory Home ist ein gewiefter Kontakteknüpfer und freut sich immer über die Gesellschaftstreffen, die sein alter Freund Lord Mortimer veranstaltet. So, dann wissen wir ja jetzt hier, seine Schwäche ist die Manipulation. Ja. Und dann haben wir noch George Washington. George Washington gehört zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten von Amerika und ist zugleich ihr erster Präsident. Washingtons Leben verlief zwischen militärischen Ehren und politischem Erfolg. Sarah de Richet führte ihn in die höheren Kreise einer einflussreichen französischen Geheimgesellschaft ein, des Goldenen Ordens. Später übernahm er den Vorsitz der amerikanischen Abteilung. Der Politik überdrüssig wollte er sich auf sein Anwesen in Virginia zurückziehen, aber da hatte er die Rechnung ohne Lord Mortimer gemacht. Dieser ermutigte ihn zum Weitermachen, sodass Washington ein zweites Mal kandidierte und auch gewann. Washington, den Lord Mortimer auf seine Insel eingeladen hat, zieht es vor, an solchen gesellschaftlichen Treffen inkognito teilzunehmen. Okay, und sind die Informationen über Emily Hillsborough aktualisiert? Nee, hier steht immer noch nichts darüber, dass sie zu dem Orden gehört, ne? Oh Gott, muss ich solche Sachen etwa selber im Kopf behalten? Das wird ja richtig spaßig dann. Immer noch nix hier, ne? Immer noch Stufe 1, 1750 Erfahrungspunkte bis Stufe 2. Hier muss ich in Ruhe nochmal durchgucken dann. Deine maximale Konzentration ist um 1 Punkt erhöht. Nimm während eines Kapitels genau ein Konsummittel pro Typ ein. Johann von Wöllner auf, setze 10-mal Heimlichkeit ein. Schließe 2 Konfrontationen erfolgreich ab. Guck mal, du hältst 1 Punkt in Gewandtheit. Brauche während eines Kapitels deine Konzentrationspunkte auf. Das habe ich ja eh. Ja, was heißt, das habe ich vor, aber... Okay, so. Jetzt können wir uns hier, glaube ich, erstmal wieder so ein bisschen umsehen. Was hat er gesagt? Wo ist unser Zimmer? Das auf jeden Fall nicht. Duchess Emily Hillsborough. Da ist Emily. Okay. Das ist Emilys Zimmer. Sollte ich mir das aufschreiben? Wer wo wohnt? Duke Manuel Godoy. Manuel Godoy. Ach, gucke mal.
Der ist ja in dem Brief erwähnt worden. Das Bild hängt schief. Sind denn nur 2 Türen, Tatsache? Huh, that's me. Okay, das hier hinten ist unser Zimmer. Aber ich guck mir den Rest jetzt noch an hier. Ich will wissen, wer sonst noch so da ist. Wer wohnt zum Beispiel direkt neben uns? His Eminence Cardinal Piaggi. Also wir wohnen zwischen Piaggi und Godoy. Und wir haben immer noch keine Ahnung, wer dieser Godoy eigentlich ist. Können wir auch nicht mit interagieren, schade eigentlich. Boah, aber ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit ist schon erforderlich für das Spiel. Das hat ein relativ hohes Niveau. Auch die Unterhaltung und allgemein, was so gefordert wird. Also ich weiß auch nicht, ob man komplett scheitern kann oder ob man halt immer irgendwie zumindest ein Ende erreicht. So wie bei Telltale zum Beispiel. Da ist es ja so, ans Ende kommst du eigentlich immer. Es gibt jetzt keine Entscheidungen, die dich vorzeitig so komplett rausschmeißen. Und wenn doch, dann darfst du quasi direkt da wieder ansetzen. Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Damit sind wir wieder hier. Nein, halt, warte, das ist nicht die Treppe, an der wir standen, oder? Das ist nochmal eine andere Treppe. Wer wohnt hier? Monsieur Johann von Wöllner. Von Wöllner. Wer das wohl ist? Der Name sagt mir irgendwas. Ich habe das Gefühl, den haben wir vielleicht schon mal irgendwo gehört. Aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein, weil er nämlich definitiv hier unten irgendwo. Hier, decke alle Immunitäten und Schwächen von Johann von Wöllner auf. Da habe ich es auf jeden Fall schon mal gelesen. Aber ich habe das Gefühl, der Name sagt mir von irgendwo anders ja auch noch was. Da können wir auch nicht hoch. Das Spiel will nämlich, dass wir in unser Zimmer gehen. Aber ich wollte einmal hier die Runde drehen. Hier, da, das ist der Bereich, in dem wir vorhin waren. Goldelixier hebt alle negativen Effekte auf, die auf dir lasten. Du kannst nicht mehr als 5 davon tragen. A few leaves out of an old encyclopedia. Die Enzyklopädie. Denis Diderot und Jean-Laurent d'Alembert, 1751 bis 1772. 150 Akademiker und Gelehrte trugen zur Schaffung dieser ersten Sammlung des Menschheitswissens bei. Plus ein Punkt in Wissenschaft, plus ein Punkt in Sprachen, plus ein Punkt in Belesenheit. Kann nicht ausgewählt werden, finde alle Teile dieses Manuskriptes, um es lesen zu können. Also schön die Augen offen halten, ne? So, hier wohnt Godoy und die nächste Tür ist unsere.
Und dann müssen wir jetzt entscheiden, die Entscheidung werfe ich schon mal an euch weiter. Öffnen wir den Brief für unsere Mutter oder nicht? Weil wir sind jetzt gleich alleine und dann wird er uns bestimmt fragen, ob wir den Brief, den der Priester uns gegeben hat, lesen wollen oder nicht. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Ah, Heimlichkeit. Da ist wieder Heimlichkeit. Haben wir aber nicht. Wir können nur das Siegel brechen oder den Brief nicht öffnen. Theoretisch hat er uns ja gesagt, was drin steht, aber vertrauen wir ihm da? Wir sollten vor Gott schwören. Die Frage ist, wenn wir das jetzt nicht halten. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Ich lasse den jetzt so lange auf den Brief starren, bis irgendwer irgendwas sagt. Sollen wir das Siegel brechen? Oder sollen wir den Brief nicht öffnen? Wenn wir das Talent Heimlichkeit hätten, dann hätten wir... Das ist wieder dieses, manche Talente hat man halt nicht und dann, da muss man halt mit klarkommen, glaube ich, in diesem Spiel. Nun, was tun? Öffnen wir den Brief oder lassen wir es bleiben? Ich hätte so gern Heimlichkeit gehabt. Aber dann... Na doch, Manipulation hätten wir dann auch gehabt, ne? Aber gewisse andere Fähigkeiten nicht. Ich glaube, es gibt keine richtige Art und Weise, dieses Spiel zu spielen. Aber ich bin halt schon dadurch getriggert, dass wir nicht alle Optionen nutzen können, ne? Das ist furchtbar. Damn. Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so... Too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Das ist die Einladung gewesen. So, ob wir... Gute Nacht. Ob wir einen Vorteil davon haben, wenn wir zu unserem Wort stehen. Bestimmten Figuren gegenüber haben wir wahrscheinlich eher einen Nachteil dadurch, ne? Eine Sammlermünze haben wir gefunden, was auch immer das bedeutet. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Ja, Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Dantes Inferno. Auch schon mal drüber nachgedacht, das mit euch zusammen zu spielen. Aber es gibt da so einen Abschnitt im Spiel, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen um die Sicherheit meines YouTube-Kanals. In Dantes Inferno kämpft man sich ja quasi im Stil eines God of War oder Devil May Cry oder sowas durch die 9 Ringe der Hölle, wie sie in Dantes Inferno halt beschrieben sind, ne? Und da gibt es ja auch einen Ring für die Todsünde der Wollust, ne? Und da geht's schon ganz schön ab. Ich weiß nicht, ob das YouTube-konform ist. Oh, wir brauchen unbedingt Heimlichkeit.
Leute, wir haben jetzt schon so viele Möglichkeiten gehabt, irgendwo ein Schloss zu knacken oder irgendwas. Heimlichkeit muss das nächste Talent sein, auf das wir uns einschießen. Ich hoffe, das ist so für euch in Saint Ordnung. Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Saturn devouring his sun. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. The Conversion of St. Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. St. Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Ich hoffe, hier wird keine Botschaft erzählt, die noch irgendwie relevant für die gesamte Geschichte wird. Mit Karmelitengeist versetzt du dich in den Zustand fokussiert. Der nächste Fertigkeiteneinsatz kostet dich nichts. Oh, das ist ja mit eines der mächtigsten, also wenn nicht sogar das mächtigste Ding, was man hier finden kann, dann, wa? Ein freier Fertigkeiteneinsatz. Oh, wir haben von hier aus Zugang quasi, oder wir könnten uns hier auf dem Balkon mit anderen Leuten treffen. Wer wohnt denn neben uns? Der Papst. Und auf der anderen Seite, oder geht das hier einmal rum? Nein, aber das ist Zugang zu diesen beiden Zimmern. Links und rechts von uns. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache. So, wir haben jetzt 5-mal Gelee Royal. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir Gelee Royal finden, müssen wir, um es mitnehmen zu können, was verbrauchen. A drachma. Eine Sammlermünze meinst du? Und noch eine. Ist das schon unser Zimmer hier? Theoretisch schon, aber das Schlafzimmer, das wir noch nicht betreten haben. Geh jetzt nicht einfach ins Bett, lass mich doch in dem Zimmer umsehen erstmal. Junge, was soll denn das? Die mögen es wirklich nicht, wenn wir uns umsehen, ne? Alternative Wege. Ich hätte eine unerwartete Begegnung haben können. Moment, was? Wann? Wo? Dann zeigt mir alternative Wege an, die ich wieder haben will. Jetzt kriegen wir Erfahrungspunkte hier. Das war jetzt der erste Part, also das war jetzt Episode 1, Abschnitt 1, vor der Küste von England, richtig? Ein Stufenanstieg bringt dir 4 Konzentrationspunkte. So, Manuskript, Überzeugung, Psychologie, Wissenschaft ist, glaube ich, ganz gut, oder? Manuskripte auszuwählen 0. Finde ich frech. Okay, wir haben 4 Punkte zu verteilen. Heimlichkeit. Auf jeden Fall Heimlichkeit.
Das hat hier so oft eine Rolle gespielt jetzt. Okkultismus vielleicht nicht verkehrt. Psychologie. Das wäre vielleicht aber auch nicht das Dümmste. Oder wir steigern Manipulation weiter. Manuskripte auswählen. Du kannst festlegen, was du während deines Abenteuers liest. Jedes Manuskript, das du liest, bringt dir am Ende des Kapitels Fertigkeitenpunkte. Okay, wenn ich plus einen Punkt in Psychologie nutze und wir dann beim nächsten Stufenanstieg nochmal einen Punkt in Psychologie setzen, dann haben wir Psychologie Stufe 2, also lese ich das. Your turn? The servants are not very efficient. Richets can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richets' room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. Ich habe jetzt hier nicht so super viel von den Anfängen des Gesprächs mitgekriegt, weil ich nebenbei was nachgeschlagen habe. Also ja, das war Abschnitt 1 von Kapitel 1 quasi. Also wir sind noch in Kapitel 1. Ich habe ja gesagt, ein Kapitel pro Stream, ne? Das wollte ich nur kurz wissen. A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. I'm coming. Okay. Ja gut, dann müssen wir den guten Mr. President wohl erstmal reinlassen, ne? Sehen wir uns danach um. Excuse me. Am I bothering you? Ja.
No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? No. What's her name again? Elizabeth Adams. Well, Ich she wollte is gerade the was zu daughter of trinken my nehmen. friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Nein, also natürlich helfen wir den guten George. Wir brauchen Verbündete und er ist Mitglied unseres Ordens. Count on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Aber nicht jetzt sofort, ja? Ich würde nämlich erst meinen Raum durchsuchen wollen. Oh, sowas hasse ich. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Also links rum. Aber vorher Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ist ein junger Leutnant der französischen Armee. In früher Jugend musste er bereits seine korsische Heimat verlassen und kultivierte eine wachsende Abneigung gegen den Adel, den Klerus und das französische Volk, die ihn seiner Ansicht nach nicht wirklich akzeptierten. Er schloss sich der französischen Armee an, um sich zu beweisen, sich einen Namen zu machen und in die Geschichte eingehen zu können. Auf der Suche nach jedweder Art von Finanzierung gewann er die Sympathien und die Unterstützung von Lord Mortimer. Dessen Einladung zum Empfang auf der Insel nahm er gerne an, und er möchte der ganzen Welt seine Wichtigkeit beweisen. Was ist denn da hinten los? Was macht denn der Pater da gerade? My son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Guard. Napoleon also, You should ja? do something, my son. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. Das wird jetzt eine Konfrontation, oder? Es gibt mehr als nur einen Weg, um dein Ziel zu erreichen. Dementsprechend kann es sinnvoll sein, nicht sofort den ersten Weg zu nehmen, der sich dir zeigt, sondern weiterzusuchen. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back Das to ist my nicht room. Napoleon. Hey, you, stay out of it. This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh?
I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to the room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it, what should I do? You filthy whore! I apologize. Have mercy. Please have mercy. No! No! I apologize. Er hat ja gesagt, ich soll vielleicht erstmal abwarten, Have ne? mercy. Sonst wäre ich natürlich direkt eingeschritten. Where's that smart mouth now? I'll teach you a little respect. Huh? Look, you dumbass! Are you deaf? She said she was sorry. Call me that again. Leave her alone. Are you looking for a slap, Sonny? That's what I thought. Now get out! I have to deal with this dirty slut. Und jetzt geht er einfach, der Idiot! Das ist ja super gelaufen. Well, did you get time to search the room? Yes, I found out many things. Good. Did Elizabeth give you any trouble? Elizabeth? No. Well, you could have mentioned she was with a raving maniac, huh? What do you mean? She was with a Frenchman. He was about to beat her when I arrived. What the devil are you talking about? I thought he was gonna kill the poor girl. Did you intervene? I did what was necessary to give you enough time to search her room. Good work, my friend. I knew that I could count on you. Und So jetzt? tell me, did you find any information? Oh, yes. What I found is likely to upset you. What do you mean by that? Elizabeth is indeed the daughter of John Adams. Why pass Gut, her off das as haben wir uns ja dead? schon gedacht, ne? I found her medical file. It appears that for many years, your mother was her personal doctor. From what I read, she behaved more like a butcher than a doctor. What are you talking about? I'm not a child. What's going on here? John believed that his daughter was possessed. He appealed to your mother to save her, but the treatment she inflicted on the poor child... My God. Look, stop beating around the bush. What exactly did she do to her? Do you believe your mother capable of torturing a child? Keine Ahnung, ich kenne seine Mutter nicht. My mother got her hands dirty for the common good, so don't be too quick to judge her. For the common good? We're talking about the vivisection of a child. Of tattooing her from head to foot with a red-hot iron. Stop this. For her 5th birthday, she inflicted the stigmata of Christ on her. Und warum genau schreist du mich jetzt an, wenn du mir das alles nicht erzählst vorher? Du Affe. What kind of gift is that My for a mother's child? not a monster. I do not doubt that your mother meant well, but the techniques described in the file, it is pure torture. Please, I need some time alone. I have seen some horrors in my time, but if what is written in these damned documents is true, be brave, my boy. Das nehme ich mit, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Dann könnten wir uns da einmal hinsetzen und ein bisschen gucken. Wir sind ja noch gar nicht dazu gekommen, uns hier unten in der Halle tatsächlich auch mal so ein bisschen umzusehen, ne? Wenn ich jetzt übrigens wahrnehme, wie lang so die einzelnen Kapitel in diesem Spiel tatsächlich sind, mir wurde gesagt, pro Kapitel 3 Stunden, das werden wir nicht mal ansatzweise schaffen. Gehe ich stark davon aus, dass wir nicht jede Woche eine neue Council-Folge haben werden.
aufgrund der Länge schwierig wird, das unterzukriegen in den Wochen, wo ich arbeiten muss. Als Info an euch schon mal. Also wahrscheinlich eher so alle 2 Wochen. Alle 2 bis 3 Wochen eine neue Folge, bis wir es dann durch haben. Ich hoffe, das ist so für euch in Ordnung. Da könnten wir wieder hoch. Können wir hier durch diese Tür noch durch? Nein, aber da liegt noch eine Münze. Erdsternchen versetzt dich in den Zustand sensibilisiert. Du kannst vorübergehend die Immunitäten und Schwächen erkennen, die sich auf einen Dialog auswirken. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Dass man diese ganzen Bilder alle angucken kann, ne? Oh Gott, ey. Was ist das denn? Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Das ist doch schon wieder Atlas, ist sein... Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Das ist in der griechischen Mythologie ist das häufiger mal vorgekommen, dass der Vater den Sohn verschlungen hat. Atlas hat auch Zeus verschlungen, oder wollte ihn zumindest verschlingen. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Petrus, genau. Petrus hat sich kopfüber kreuzigen lassen. Weil er, wenn ich das richtig im Kopf habe, sich selbst nicht für würdig befunden hat, auf die gleiche Weise zu sterben wie Jesus. Und deswegen ist das umgedrehte Kreuz das Symbol des heiligen Petrus. Und ich finde es total spannend, dass das irgendwann dann so als Inbegriff des Satanismus angesehen wurde, weil es ist eigentlich ein heiliges Symbol. Also... Das habe ich tatsächlich nie verstanden, wie das passieren konnte oder wie das passiert ist. Oder hat sich da irgendwer einfach nur überlegt, ja, wenn wir das Kreuz auf den Kopf stellen, dann ist das ja, bedeutet das ja das Gegenteil von dem, wofür es eigentlich steht, und hat sich nicht damit beschäftigt, dass es da schon sowas gibt. Keine Ahnung. Toll, ich habe eh nur eine Möglichkeit, also... Could have been worse. Let's say that Miss Adams will remember it for a couple of days. What? Did you not intervene? Of course not. What did you want me to do? That thug could have snapped me in half in 2 seconds. So, you prefer to let that fragile young lady take a beating rather than risk getting slapped around a bit yourself? Mr. Richets, your mother would not have been proud of you. Listen, next time it happens, join me instead of hiding behind the door. If you're gonna talk big, back it up. You should be ashamed. I will pray for your soul, my son. My son, I have another problem. Außerdem hatte ich eigentlich was anderes vor. Aber das Spiel hat mir nicht gelassen. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Here it is. Thank you, my son. Ah, I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Louise. Give me 1 second, please. I can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please, be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. Bye-bye.
Wir sind gewissenhaft. Das hat man uns gerade attestiert. Ein Punkt in Etikette. Und wir sind unmoralisch. Überzeugen kostet einen Konzentrationspunkt mehr. Toll. Wir hätten uns also doch mit dem prügeln sollen. Weißt du, aber dann sagt mir das... Louis, you're straying from your objective. Aber dann sagt mir das Spiel noch, es gibt mehrere Möglichkeiten, manchmal sollte man immer erstmal ein bisschen abwarten. Louis, you're straying from your objective. Und dann versuche ich genau das zu machen. Und das Ergebnis ist, ja du blöder Hornochse, warum bist denn du nicht eingeschritten? Also ab jetzt kostet Überzeugen für dich einen Punkt mehr. Das ist sehr nett gewesen von dem Spiel, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Was sagt ihr dazu? Ich find's gemein. I'm exhausted. I better go to bed. Vielleicht gibst du mir irgendwann auch mal eine Gelegenheit, das Schlafzimmer tatsächlich auch mal zu durchsuchen. Das ist schon das 3. Mal, dass du mir diese Chance nimmst. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll denn das? Alternative Wege. Ich hätte eine bemerkenswerte Begegnung haben können. Ja, was denn für eine? Wo denn? Ich wollte mich ja noch umsehen und du hast gesagt, du verlierst das Ziel aus den Augen, du musst jetzt laufen gehen. Was ist denn das hier für eine Nummer? Das finde ich ganz schön frech. Das finde ich ganz schön frech, dass das Spiel mir jetzt zum wiederholten Male sagt, ja, hättest du dich mal besser umgesehen und mich gleichzeitig davon abgehalten hat, mich umzusehen. Also, was soll denn das? So, 3 Punkte noch verfügbar. Nehmen wir den Okkultismus jetzt mit rein. Dann können wir uns hier oben, Etikette holen. Was passiert, wenn ich alle Punkte entferne? Das sind nur die Punkte. Okay. Also es macht, glaube ich, Sinn, hier zumindest die Punkte so zu investieren, dass wir die Sachen hier aufleveln können. Und auf Stufe 3 kostet der Fertigkeiten-Einsatz gar nichts mehr. Okay, das ist eigentlich sehr gut zu wissen. Aber so viele Punkte werde ich nicht kriegen, dass ich viel auf Stufe 3 aufleveln kann, oder? Was haben wir denn auch schon häufiger jetzt gehabt, was vielleicht ganz sinnvoll gewesen wäre? Ablenkung hätte uns vielleicht ganz gut geholfen, wa? Talent freigeschaltet nüchtern. All right. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Bin echt am Überlegen, ob das die Art von Spiel ist, die man vielleicht später nochmal mit einem Guide durchspielt, um diese ganzen bemerkenswerten Begegnungen und
sonst was alles dann vielleicht nochmal mitzunehmen. Ja, in Überzeugung haben wir eh einen Malus, also konzentriere mich lieber auf Wissenschaft. So, und jetzt darf ich mal das Schlafzimmer durchsuchen hier, ja? Inspiration of St. Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Schon wieder Stimmen hören. I haven't even had time to unpack my cases. Ich erkenne ein gewisses Thema. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, lese das gleich noch you will vor. find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Sehr geehrter Monsieur de Richet, bitte vergeben Sie mir, aber ich kann gegenwärtig nicht zu Ihnen stoßen. Aber seien Sie versichert, wir tun alles, um die Angelegenheit zu klären, die uns beschäftigt. Übrigens, anbei finden Sie einen Schlüssel, mit dem Sie an die persönlichen Gegenstände kommen, die Ihre Mutter zurückgelassen hat. Hochachtungsvoll, Lord William Mortimer. Ein Kreisschlüssel, okay. Nothing. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Also sämtliche Bilder haben hier irgendwas damit zu tun, dass das jemand wahnsinnig wird oder Stimmen hört oder... Interessant. The incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio represented St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. Writing material. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. Unsichtbare Tinte. Writing material. Mit dem Hinweis von gerade eben können wir da jetzt irgendwas... Kann ich jetzt noch mal raus auf den Balkon und hier vielleicht noch irgendwas? Ja. Jemanden treffen vielleicht auch. This room looks unoccupied. Aber da wohnt doch der Manuel Godoy drin. Gut, der ist vielleicht noch nicht eingetroffen, ne? Da geht das ganz schön weit runter. A priest's robe, crosses. Must be Piaggi's room. Ja, aber das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja schon. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Golden elixir. Ein Goldelixier habe ich gekriegt fürs Schlossknacken. Okay. So, die Dings habe ich mir alle schon angeguckt.
die Gemälde. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Da ist Goldgelee drin, schon wieder. There's a note. Effects of Sœur de Richets, to be given to her son, Louis. I should probably take it. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 4 Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um einen Punkt. I have no space left. I'll retrieve it later. So langsam gewöhne ich mich ein bisschen an den Gedanken, einfach mit dem Flow zu gehen und zu akzeptieren, dass es halt immer wieder Situationen gibt, die ich mit meinen Fertigkeiten einfach nicht regeln kann. Oh, this bookcase is well stocked. Es ist wahrscheinlich sinnvoll, mich eher so auf den bestimmten Spielstil zu konzentrieren, statt zu versuchen, alle Dinge abzudecken, oder? A Voyage Around the World, the travelogue of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Auf dem Boden war auch noch was zum Untersuchen. Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. The paper's rougher around the writing. The paper's moist here. Very light stain, barely visible. And the smell reminds me of something. Zitrone vielleicht? Come on, Louis, think. Think. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She applied a liquid to the book. She must have used the writing materials. The quill has been used, but not with regular ink. A message using invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Ja, ich auch. Kann ich den Raum verlassen eigentlich? Nein. Gut, dann interagieren wir nochmal mit dem Tintenbuch. Gucken, was er uns anbietet. The message is illegible. I have to keep searching. Den Wert der Asche einschätzen ist natürlich auch spannend, ne? Nehmen wir ein bisschen Asche mit. Damn, I'm making a serious mess here. It's no good. Might have worked if the writing had left marks in the paper, but no. There's only traces of lemon. Luckily, I've only put ash on part of the message. Gut, ich war dumm. Ich gebe es zu. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, was ich mache. Ich habe nur gesehen, oh, ich kann interagieren und dann habe ich interagiert. All right. I've retrieved everything.
Das ist schon sinnvoller, oder? Zitrone macht man doch mit Wärme wieder sichtbar, oder? Oder habe ich das falsch im Kopf? Ich sammle mal einfach alle Optionen ein, die ich hier habe. Ne, bei der Sache mit der Asche hatte ich gerade einen Aussetzer. Das war extrem dumm. Das hätte ich mir sparen sollen. Aha! It's working! The heat reveals the message. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Great. I hope it wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Ich bin dumm. Es tut mir leid. Dinner is served in the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Eigenschaft freigeschaltet, Mitglied des Ordens. Du erhältst einen Punkt in Okkultismus. Du hast die Hinweise deiner Mutter in deinem Zimmer gefunden. Das heißt, wir könnten Okkultismus auf Stufe 2 aufleveln mit dem nächsten Level-Up, richtig? Theoretisch. Oder Manipulation. Oder wir holen uns noch was Neues. Wissenschaft oder Ablenkung. Beziehungsweise eigentlich beides sogar. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Scheint aber nicht jetzt zu sein, wa? Let no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Okay, es ist also nicht so, dass die Anwesenheit aller That's the door to Gäste Elizabeth's room. gefordert ist, sondern nur unsere, ja? For God's sakes, what happened in here? Huh. A chest with a half-circle pattern. Wir nehmen einfach alles An mit. untutored hand copied these notes. Looks like a healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. Können Sie mit Okkultismus können wir versuchen, die Notiz zu analysieren. Ich will wissen, was da steht. Feet and hands are bound. A piece of cloth in the mouth prevents the tongue from being sectioned. Wir kriegen ja in jedem Abschnitt kriegen wir ja unsere Punkte wieder regeneriert, ne? Is Elizabeth really possessed?
wir hier? My dear Elizabeth, I'm writing to inform Liebste you of Elizabeth, unfortunate news. zu meinem Bedauern muss ich dir mitteilen, dass wir uns nicht wie geplant am ersten Sonntag im Mai treffen können. Man sagte mir, es gehe dir nicht besser, und deine Brüder und ich haben leider alle Hände voll damit zu tun, dieses neue Land zu regieren. Bitte vergib mir uns. Ich verspreche, dass wir dich so schnell wie möglich besuchen werden, selbst wenn es nur für einen Tag ist. Dein dich liebender Vater, John Adams. PS, bitte nimm es deiner Mutter nicht übel, sie ist noch nicht so weit. Bitte verurteile sie nicht. Eines Tages wirst du sicherlich mit allem abschließen können. Heieieiei. Hier sieht's ja aus. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Sollen wir die Kristalle verzehren? Ja oder nein? Ich bin mir unsicher. Wir können noch keine Wissenschaft. Ach komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. See what it tastes like. Ist bestimmt nichts zum Essen. I really need to stop tasting everything I find now. Du hast gerade eine Immunität festgestellt. Ein Konzentrationspunkt kann nicht mehr verwendet werden. Achso, das ist das Looks like I nochmal. found a box containing some kind of white crystals. So, jetzt geht es wieder gut. Was haben wir hier noch? A novel of the initiation of a young woman into polite society. Gegen Psychologie ist sie auch immun, okay. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, 11. Juni the last letter gave me 1791. much cause for concern. Liebste Your Elizabeth, words were so cold. dein letzter Brief hat mir Anlass zu großer Sorge gegeben. Father maintains Deine Worte the waren secondary so effects of kalt, treatment so als würden dir Gefühle nichts mehr bedeuten. that they will soon Vater ist subside. weiterhin der Ansicht, Should I dass dich believe? die Nebenwirkungen I deiner cling Behandlung to the plagen. belief that we shall soon Aber auch, see dass sie each other bald again. abklingen. Soll ich ihm Long Glauben last. schenken? Right soon. Ich klammere mich an Your die loving Hoffnung, sister, dass wir uns bald wiedersehen. Abigail. Endlich. P.S. Schreib mir Don't forget bald. to tell me what present you want. Deine dich liebende Schwester Abigail. PS. Vergiss nicht, mir zu sagen, was du als Geschenk möchtest. November 1791. 30. November 1791. Meine liebste Schwester, dass unser Wiedersehen nicht zustande gekommen ist, war für mich wie ein Stich ins Herz. Vater sagte mir, es sei zu deinem Wohl, aber ich nehme es ihm übel. Er behauptet, dass sich dein Zustand verschlechtert hat und dass ein Treffen gefährlich für uns beide wäre. Wenn ich nur wusste, wo du bist. Glaub mir, ich wäre an deiner Seite. Ich habe lange nichts von dir gehört. Bitte schreibe mir. P.S. Deine dich liebende Schwester Abigail. PS. Ich hoffe, dir gefällt der beiliegende Talisman. Der 5-Kreisschlüssel, okay. Damit hätte ich das Ding wahrscheinlich auch öffnen können. Adams Zimmer. Dann gucken wir mal weiter. Ich nehme jetzt mit, was ich mitnehmen kann an Zimmerdurchsuchung.
Monsieur Johann von Wulner. Da kommen wir nicht rein. Sir Jacques Perru? Auch nicht. Perru ist That der... must be the door to the room of the soldier I saw in my vision. Ich höre hier was. Da Might wird be better to take a different stairway. gefegt. Duchess Emily Hillsborough. Aber auch nicht, aber zu Napoleon können wir noch rein. Sollen wir noch zu Napoleon rein? Ich bin dafür, dass wir noch zu Napoleon gehen. Also sind wir hier durch. Das Zimmer gucken wir uns jetzt auch an. Might be better to take a different stairway. Extra das Schlösserknacken gelernt hier. Devil's Thorn. The Prince by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might come in handy. Okay, Napoleon ist immun gegen Politik. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Hannibal crossing the Alps. Ich wollte gerade Another sagen, military success. ich weiß, was das ist. Why do I get nothing but visions of horror in my room? And he gets victory after victory? Schon ein bisschen frech, ja, jetzt wo er es sagt. The Battle of Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yet another one with delusions of grandeur. Ich habe gerade überlegt, warte mal, stimmt ja, es gibt ja 2 Zimmer. Warum haben wir bei der Adams uns nur 1 angeguckt, aber die hatte auch nur 1. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. My dearest son, I'm Mein writing to liebster implore you Sohn, to act quickly. ich schreibe dir, um dich zu bitten, schnell zu handeln. Pauli continues to steer Die our Lage motherland hier Corsica verschlechtert sich with zusehends. open warfare between Pauli France steuert and unser Mutterland His men are Korsika everywhere. weiterhin in We are einen obliged offenen to go into Krieg zwischen hiding Frankreich and are und unable England. to remain in the same place Seine for Männer more sind than 2 days. überall. I would Wir be sind surprised gezwungen, if they targeted unterzutauchen us and und können nicht make länger haste, als 2 Tage am selben you Ort hold our bleiben. destiny in your hands. Ich wäre nicht Your loving überrascht, wenn sie uns bald ins Maria Visier Letizia nehmen. Bonaparte. Beeile dich, mein Sohn. Du hältst unser Schicksal in deinen Händen. Deine dich liebende Mutter, Maria Letizia Bonaparte. A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Napoleon hat verdammt viele Immunitäten, aber die haben alle relativ viele Immunitäten. Ich glaube, wir haben echt ein bisschen Glück gehabt mit dem Priester. Hey, a Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. Amber crystals. French actor Talma is Nero in Britannicus, the last emperor of the Caesar dynasty.
Hier hinten in der Ecke vielleicht noch was versteckt. Hinter dem? Nein. Aber da leuchtet noch was. Ein weiterer Zettel. My dear Napoleon. Mein teurer Napoleon, wie bereits vereinbart, möchte ich Sie bitten, dass Sie uns im Januar auf meiner Insel besuchen und an einem zu diesem Zweck veranstalteten Beisammensein teilnehmen. Wir können dann unsere Gespräche bezüglich einer neuen Ordnung in Frankreich fortsetzen. Ich habe Ihnen in Bezug auf Ihren Wunsch, einen starken Führer an der Spitze Frankreichs zu installieren, einen Vorschlag zu machen. Ich vertraue darauf, dass Sie Ihr Kommen geheim halten. Ich freue mich, Sie bald zu sehen. Lord William Mortimer. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, two great army chiefs. Vercingetorix. Der Anführer der Gallier. Kommt auch in den Asterix-Comics vor. Okay, ich glaube, wir sind hier erstmal fertig. War aber trotzdem recht aufschlussreich. Gut, dann gehen wir mal runter, wa? Oh, verdammt. Excuse me, Monsieur de Richet? I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault, too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peru. I'm sorry. I should have stopped him from beating you. What's done is done. It was my fault, not yours. Das stimmt Don't say doch that. gar It's nicht. never the victim's fault. Look at your eye. My eye's nothing. Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? Komm, das schulden wir ihr jetzt. My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to find her. I know your mother very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. And next you're gonna tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. Ui. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Als allererstes, was wissen wir denn über sie? Psychologie und Manipulation funktionieren bei der guten Dame nicht. Das ist wichtig. You're right. I don't want this conversation to turn into an interrogation. You've suffered enough already. I respect your silence. Please excuse me. Well, thank you. I know War erfolgreich. your game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Bipolar. Don't say that.
Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Haven't you got a sister? Yes. I'm sure she loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Since you insist, I'll tell you how I... Das war gut. Thanks for trusting me. Deswegen brauchen wir diese You see, Informationen. before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments Schon to heftig, rid ne? me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's coming for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. So, das wäre doch jetzt unsere Chance, nochmal in die ganzen Zimmer zu durchsuchen, oder? Aber das wird er nicht machen, der geht jetzt auch runter. Boah, die Elizabeth tut mir voll leid. Okay, wir haben aber auch ganz viele neue Eigenschaften hier gekriegt. Du erhältst einen Punkt in Befragung. Du hast Elizabeth Adams davon überzeugt, über deine Mutter zu reden. Wir haben auch Talente freigeschaltet, nämlich hier. Du erhältst 2 Punkte in Psychologie, weil wir 2 Konfrontationen erfolgreich abgeschlossen haben. Du erhältst 1 Punkt in Aufmerksamkeit. Wähle 20 Mal eine Dialogoption aus, bevor der Dialogtimer zu Ende geht. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Ich baue so ein bisschen darauf, dass die einzelnen Abschnitte nicht so lang sind. Wir haben ja jetzt hier, wir haben kaum noch Konzentrationspunkte. Aber wenn wir Abschnitt 3 abgeschlossen haben und in Abschnitt 4 weitergehen, werden die wiederhergestellt. Also, und da wir jetzt schon eine Konfrontation hatten, hoffe ich einfach mal, dass da nicht mehr so viel kommt jetzt. Und ansonsten haben wir ja noch Zeug zum Auffrischen. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise sir to pass through the portrait gallery. May I help sir in any other way? Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the grand hall.
From the Grand Hall, Sir can access, on one side, the small salon where the guests like to relax with a good book. From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Except for my mother. Genau das Gleiche habe ich eben auch gedacht. Aber die Art und Weise, wie dieser Diener redet, macht mich wahnsinnig. Das fällt denjenigen von euch, die sich auf die Untertitel konzentrieren, vielleicht gar nicht so auf, aber boah. What's on the first floor? The first floor is reserved for guests, sir. That is where Sir will find his private rooms. The main corridor leads around the building. 3 stairways will enable Sir to return to the ground floor. It is also from there that Sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything else, sir? Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir. In the west wing on the second floor are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holm, sir. But only authorized guests may access that area. Does Sir have any more questions? Okay, George Washington hat zwar gesagt, wir können Lord Mortimer vertrauen, aber wenn unsere Mutter tatsächlich nicht aus eigenem Antrieb verschwunden ist, wäre es dementsprechend also durchaus möglich, dass sie im 2. Obergeschoss festgehalten wird, ja, wo die anderen alle nicht hin können. Yes. Nicht! What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir. In the west wing on the second floor are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holm, sir. But only authorized guests may access that area. Does Sir have any more questions? Da rutscht er einmal ab und dann musst du dir den ganzen Scheiß nochmal anhören. I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that Sir would like to know? What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Schade. Perhaps Sir would like to know something else? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Mist. Belesenheit 5. Oder Manipulation. Alter, nee. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir, and I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend Sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Das ist mir auch zu teuer. A little Carmelite water would do me a lot of good. Could you find me some, please? Oh, the tonics are under lock and key, sir. Lord Mortimer only allows access to Langsam them geht in mir cases wirklich of auf den Sack. emergency. Skandal!
You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for sir. I still haven't quite recovered after that boat crossing. Would you happen to have any devil's thorn by any chance? I am sorry, sir, but the devil's thorn may be just a plant, but it is also a powerful psychotropic drug that causes undesirable diuretic effects. Konnt's ja mal versuchen, ne? I would advise against, sir, taking any. Na dann. Danke für das Gespräch. Ich bin am Überlegen, ob ich mir hier dieses... Verdammt, genau ein Konsummittel pro Typ. Nee, dann kann ich es vergessen. Dann kann ich es vergessen. Ich wollte gerade sagen, ich versuche ausgeglichen. Ja, deine maximale Konzentration ist um einen Punkt erhöht. Nimm während eines Kapitels genau ein Konsummittel pro Typ ein. Habe ich schon verkackt, weil ich mehr von dem Royal Gelee genommen habe. Ich dachte, ich könnte jetzt die anderen beiden Dinge einschmeißen und dann habe ich's, aber so funktioniert das nicht, weil es muss ja genau 1 sein. Und das schaffe ich ja schon nicht mehr. Das ist ärgerlich. Schade. So, wo sollen wir hin? Vor allem könnte ich hier jetzt auch wieder raus. Die warten ja eigentlich alle auf mich, ne? Ich darf da nicht raus, okay. Von da oben bin ich gekommen. Sollen wir jetzt hier rein? Nein. Dann sollen wir bestimmt auf der anderen Seite rein. Lord Home möchte ja mit uns reden, ne? Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? And you, sir? An extremely likely proposition. Peru looks totally out of place here. I did not know. He's counting the 10 sets of cutlery around each plate? The man is completely lost. It is remarkable. Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. Don't trouble yourself. Not at all. Go ahead. Surprising when you know Volner prohibited religious practices in Prussia. Renowned member of the Rose Croix Order, former Freemason, and great lover of alchemy. And look at Piaggi fawning over him. I really do have a problem digesting. Der Mortimer meinst du, ja? Please, go ahead. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware.
The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Okay. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was haben wir denn hier für Leute jetzt? Wir müssen jetzt interagieren auf den Timer. Das heißt, ich gucke jetzt erst mal, was sind denn jetzt die neuen Leute, die wir hier kennengelernt haben? Was sind deren Geschichten? Johann Christoph von Wöllner ist der preußische Minister für geistliche Angelegenheiten. Als enger Berater von Friedrich Wilhelm II., König von Preußen, lenkt er die Geschichte des Landes. Der Freimaurer und frühere Pastor hatte alle Zeit der Welt, den König auf seine Linie zu bringen. Zusammen eröffneten sie eine eigene Loge, die unter dem Einfluss der Rosenkreuzer steht. Er ist nicht nur ein leidenschaftlicher Anhänger von okkulten Wissenschaften und Alchemie, sondern führt auch einen regelrechten Religionskrieg in seinem Land und kämpft verbittert gegen die Aufklärung. Von Wöllner, der mit Sir Gregory Home befreundet ist, glaubt an spirituelle Alchemie, in der die menschliche Seele als Materia prima erachtet wird. Das ist die gleiche Alchemie, um die es in Haunting Ground ging, ne? Jacques Peroux ist einer der Gründer des Revolutionstribunals in Paris. Während der Terrorherrschaft entwickelte er sich schnell zu einer der fragwürdigsten Personen in Paris. Er nahm am Sturm auf die Bastille teil und war auch tatkräftig an der Verhaftung von Ludwig dem 16. beteiligt, dem damals amtierenden König Frankreichs. Er gehörte zu den Gründern des Revolutionstribunals. Ist er nun ein Mann des Gesetzes oder ein Folterknecht? Niemand traut sich darauf zu antworten. Dafür hat dieser Richter zu viele Verhandlungen geführt, in denen er Widersacher und Verräter der Revolution auf die Guillotine schickte. Peroux unterbricht seine revolutionären Aktivitäten, wenn Lord Mortimer, sein Förderer, ihn zu seinen gesellschaftlichen Treffen einlädt. Und die anderen, die kennen wir ja schon. Und das bedeutet, es gibt jetzt auch nur noch 3 Charaktere, die wir noch nicht getroffen haben. Einer ist definitiv was heißt definitiv, aber einer könnte Lord Mortimer sein, sagen wir es so. Eins wird dieser Manuel Godoy sein oder wie auch immer, und dann haben wir noch einen Unbekannten. Okay, was haben wir jetzt hier? My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur... Louis Moras de Richet. De Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? Please feel at home. The presence of a particle does not necessarily mean a person belongs to the nobility. Ausgelaugt! Nor Hab ich gleich does it ausgenutzt. prevent the observance of the rules of etiquette. Monsieur von Alle Wöllner. Punkte aufgebraucht, ne?
Of course. Have you any information on this Napoleon? Don't trouble yourself. Lord Mortimer has invited Napoleon along to negotiate an important commercial venture. Nothing strange about that. And the Golden Order is somehow involved. What? Our order? Are you sure? That's what I read in the letter from Mortimer to Napoleon. This information is important. Wir haben uns ja entschieden, dass wir Emily und George vertrauen, ne? Monsieur de Richet, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Heard the news. What a story. Ja, bin ja gespannt. Yes, I heard the news. What a story. And right he was too. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Ist das so? You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. Jetzt wird's And for gefährlich. that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Die Vereinbarung sieht 50.000. Überzeuge Napoleon davon, dass du kompetent bist. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob das jetzt ein gutes Geschäft ist oder nicht. Und wir verfügen auch nicht über die entsprechenden Fähigkeiten. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und stelle die Behauptung auf, dass diese Konfrontation höchstwahrscheinlich in die Hose gehen wird. Und wir können sie auch nicht alle gewinnen, ne? Wir haben uns halt für einen anderen Schwerpunkt entschieden. Ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt ein gutes Ding ist oder nicht. Wir haben auf jeden Fall hier decke alle Immunitäten und Schwächen von Johann von Wöllner auf. Das ist ein Punkt in Wissenschaft. Das haben wir schon gekriegt. So, einen Punkt in Gewandtheit haben wir auch gekriegt. Schwäche, Ablenkung, Immunität, Okkultismus. Okay. Oh Gott, was machen wir? Surely such an amount will buy twice as many cannons. Don't try to pull a fast one on me. We're both young, but we are not naive. Please don't be offended. I just wanted to make sure you knew what you were talking about. And I am Glück gehabt. sure. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision. Oh, da können wir for vielleicht the unsere future Informationen of aus dem us. Brief Given nutzen, the den wir hard gelesen haben. times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its Einen luster? starken Anführer. I don't know how to remedy the situation without reestablishing a solid monarchy. And what would we stand to gain by this? We've tried a republic, but it is clear that with the situation we're in now that it's not working. We ought to return to a monarchy. That makes no sense at all, my friend. The monarchy is a privileged caste who have forever built their prestige by crushing and controlling the people. Na dann.
Let the people make their own choices. You are joking, I hope. The Und people are verkackt. simply not capable of taking charge, don't you see? They are an uneducated mob who react on the spur of the moment, incapable of providing a Konfrontation gescheitert. Napoleon findet uns scheiße. I think there must be a misunderstanding. What do you mean? I cannot believe that Lord Mortimer advised me to speak to you. I must have misunderstood. Excuse me, please. Bravo, Louis. Total fiasco. Aber da ging es auch um sämtliche Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ne? Er will einen starken Anführer, ja schön. Die Auswahlmöglichkeit hatte ich nicht. I would like to thank Lord Mortimer and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Mann! Das Ziel ist Washington aber is auch... a very gifted speaker. Leave him for 5 minutes with sworn enemies and he'll convince them to be friends for life. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Da gehen sie alle wieder. Ich konnte Napoleon nicht von mir überzeugen. Blöd. Echt blöd gelaufen. Verdammt! Ich hätte gehofft, wir schaffen Stufe 5. So. 4 Punkte. Ich hole mir auf jeden Fall die Wissenschaft und die Ablenkung. Ablenkung ist eine Schwäche von dem Dingens. Das an dieser Stelle nicht zu nutzen, wäre echt dumm. Einen Punkt haben wir noch. Ich denke, die Aufmerksamkeit steigere ich noch ein bisschen. Das hat auch schon viel gebracht. Alright, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Erst im Vorfeld hieß es, ja, das erste Kapitel, also jedes Kapitel tatsächlich, geht ungefähr 3 Stunden. Das haben wir inzwischen etwa um eine halbe Stunde überschritten. Aber ich gehe mal davon aus, so super lange wird es nicht mehr dauern. Keine Ahnung, 11, Viertel nach 11 oder so. Aber, ja, wird halt trotzdem langsam etwas spät. Ein Punkt in Überzeugung, ein Punkt in Etikette. Evelina, Fanny Burney, 1778. Ein Briefroman, der sich mit dem Eintreten einer jungen Dame in die Adelsgesellschaft des 18. Jahrhunderts befasst. Sagen wir so, ich weiß, um so ein bisschen Kontext für die Länge zu geben, die noch vor uns liegt,
Ich weiß, dass das erste Kapitel 4 Abschnitte hat und wir sind jetzt im 4. Abschnitt. Also wir starten jetzt den 4. Abschnitt. Ein Punkt in Manipulation. Ein Punkt in Etikette bringt mir noch weniger. Befragung, wa? Beziehungsweise Überzeugung. Überzeugung haben wir Negativdings. Ja, dann nehmen wir die Manipulation, oder? Da geht's erst weit runter. Ich habe schon gedacht, dass der Napoleon uns eventuell hier vom Balkon stürzen möchte. Ich bin ja ganz ehrlich, weil er irgendwie mitgekriegt hat, dass wir uns in seinem Zimmer umgesehen haben oder irgendwie sowas in der Art. Aber wir haben nicht alle Punkte wieder aufgefüllt, ne? Unsere Konzentrationspunkte. Das ist natürlich ärgerlich. Da hatte ich so ein bisschen drauf gebaut. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my... Ich muss kurz unsere Notizen durchgucken. Manipulation ist seine Schwäche. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, Louis, but continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Ach, wirklich? What can I do for you? If I said to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the library. Continue all the way through, and you'll end up in the gallery. Okay. You'll see it, Louis. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then, I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. Danke, Pater. So, haben wir hier auf der Seite. Muss kurz gucken. Also die Galerie ist hier unten dann, ne? Ist wahrscheinlich genau auf der entgegengesetzten Seite quasi. A swine in a salon? That's an odd choice of decor. This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Konnte man sie das nicht fragen? Also...
Was waren eigentlich die ganzen Schmetterlinge hier? Schmetterling! Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. So, das wäre das, wo ich jetzt versuchen könnte, genau eins von jedem zu Romney benutzen, painted ne? Lady Hamilton as Circe. Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? Wie viele habe ich denn von allem? 5, 4, 3, 5. Wenn ich mir die jetzt alle einmal reinkippe und danach einfach für das ganze Kapitel keine mehr benutze, meint ihr, das ist eine gute Idee? Ich glaube, ich mache das einfach. Dafür gibt es immerhin einen zusätzlichen Konzentrationspunkt. Das kann ja nicht schaden, oder? So, ich brauche erstmal einen negativen Effekt natürlich. Ach, scheiße. Okay, aber die anderen kann ich ja quasi jederzeit machen. Das heißt, wenn ich einfach darauf achte, dass ich mir einen negativen Effekt einfange, den ich dann aufhebe. The lock is surrounded by a triple circle. Ich mache ihn einfach auf. La la, mon chéri. Das ist ja fantastisch. I'll retrieve it later. Ganz viel Gelee Royal. Circe. Nee, ich wollte ja gucken, ob ich es auf ein Ding beschränken kann. Gratulation, du hast 4 Bernsteinstücke eingesammelt. Deine maximale Konzentration steigt um 1 Punkt. Amber crystals. Das hat sich gelohnt. Und da war ein Schlüssel mit einem okkulten Erdsymbol. Okay. So, das ist die Bibliothek und dann ist das hier die Galerie. Golden elixir. I'll keep it for later. Hier gibt es ja potenziell jetzt einiges zu entdecken, oder? Ich meine, das ist eine sehr große Bibliothek. Petrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Sehr große Bibliothek. A few pages out of an old encyclopedia. Und ein paar Sammlermünzen, warum nicht? Man kann überhaupt nicht erkennen, wie weit das runtergeht, oder? Meine Fresse, sind das viele Bücher. Wie kommt man denn an die Bücher da drüben überhaupt vernünftig ran? Nicht mal Leitern. Das ist doch einfach nur zum Angeben.
I size you up. Ja. Chances are, that's the room my mother spoke of. Könnte durchaus sein, dass wir hier richtig And sind. she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Finde die Medusa. Allegory regarding the decoration of the rights of men. That's the least you could say. Im Zweifelsfall auf irgendeinem Bild, oder? Das könnten die 3 Gorgonen sein. Liberty or Death by Regnault. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. Ah, a painting by Ingres. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Wer bist du? Celia. That name means nothing to me. Ja, braucht ihr auch nicht sagen. Medusa, Euryale und Strato oder irgendwie sowas in der Art. Das sind die 3 Gorgonen aus der griechischen Mythologie. Danach suchen wir doch, oder nicht? Christ Crucified by Velázquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alquidia. Ich kann mir vorstellen, dass wir da in das... Das hat so schnell umgeschaltet. Aber hübsch ist schon hier, ne? Also muss man ja mal sagen. Sieht auch eigentlich ganz schön aus, das Spiel. Also hat so einen etwas eigenen Stil. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Okay. So, was ich sagen wollte, meine Vermutung ist, wir müssen in das Zimmer da geradeaus. Also quasi da rein. Deswegen sehe ich mir auch erstmal die anderen Sachen an. Das letzte Abendmahl. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near, his brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family, a painting by Raphael. Der kennt sich echt gut aus, ne? A fragment of amber. A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer's particularly fond of this painting. The Company by Rembrandt. Bis jetzt haben wir keine Gorgonen gefunden hier, oder? The Fall of Phaeton, another painting by Rubens. Poor Phaeton, struck by lightning for borrowing his father's chariot and losing control of it. Moral, don't steal Dad's chariot. Ja. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man da dann eventuell rausziehen kann. Das ist richtig. So, hab doch gesagt, wir müssen da in den Raum. Schauen wir doch mal.
Ist das Perseus? Ich habe die Gorgone gefunden übrigens. A painting with no name. Da in der Ecke. Also erstmal alles andere gucken. Müssen wir bestimmt jetzt die Statuen ausrichten. Und wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, überall Asche über dieses Dokument zu streuen, hätte unsere Mutter uns wahrscheinlich mitgeteilt, wie wir die Statuen hinpacken müssen. Honey, I couldn't have hoped for better. Devil's Thorn. I'll keep it. Da ist er. I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern? And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Okay. Machen wir das. Und das jetzt völlig ohne Tipps, ja? Mist. Der Kerl mit dem Schild. Guckt erstmal die Medusa an, ja. Ich rate hier gerade, ne? So, die Medusa sollen natürlich zum Helden mit dem Schild gucken. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. The origin of myths, a reinterpretation of legendary Okay, creatures. dann erzähl mal, was Just müssen wir what I machen? need. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, Ich hätte gehofft, wir kriegen vielleicht noch einen Tipp. Schade. Okay, also der Schwerttyp muss auf die Medusa gucken. Das hatten wir ja schon. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Looks right, but nothing's happening. Maybe, in this position, the hero with the shield is just dazzling his colleague.
If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Ich hab keine Ahnung. Es ärgert mich gerade unglaublich, diese Scheiße mit der Asche gemacht zu haben. I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. So, und ich kann den lateinischen Text nicht lesen, aber keine Sprachen beherrschen. Ich bin echt in Versuchung hier, Mann. Es gibt aber auch keine weiteren Hinweise mehr, ne? Das heißt, ich muss jetzt einfach stupide alle Möglichkeiten durchprobieren, ja? Also, dann versuchen wir jetzt mal Medusa, guckt den Schwerttypen an. Schwerttyp guckt Medusa an. Die alle den Schwerttyp angucken. Ich habe keine Ahnung. Uns fehlen definitiv Informationen und ich habe keine Möglichkeit, diese Informationen zu kriegen. Es sei denn, ich gebe jetzt noch irgendwelche Fokuspunkte aus. Das Problem ist halt, es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten hier. Ich kann die doch jetzt nicht alle durchprobieren, das ist doch bescheuert. Ich brauche Tipps. Ich meine, klar, ich könnte jetzt einfach nachschlagen, aber das ist ja auch doof. In der Bibliothek noch ein weiteres Buch ist, was mir helfen kann. Ansonsten, wenn ihr einen Ideenvorschlag irgendwas habt, dann raus damit. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Hier ist nix. Wird schon gerade was sehr interessant. Das Schlimme ist, ich kann mich nicht mal an den Tipp unserer Mutter erinnern hier. Das Sinnvollste wäre,
Diese Konstellation, aber If die I ist es ja respect the nicht, ne? legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Wenn ich ihn jetzt nochmal wegdrehe. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Das ist mir zu doof. Ganz ehrlich. Dazu ist es jetzt auch schon zu spät. Okay. Im Prinzip habe ich schon fast. Aber trotzdem. Aus irgendeinem Grund muss ich den nach da drehen. So, alles andere hatte ich schon richtig. Aber ich verstehe es halt nicht. Weil ich sämtliche Tipps, die mir da wirklich weitergeholfen hätten, wahrscheinlich jetzt nicht kriegen konnte. Weil ich die falschen Talente hatte und die Scheiße mit der Asche bei der geheimen Nachricht unserer Mutter verkackt habe. Rah! For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here. I've discovered a hidden message from my mother. She explains how to find the secret room. Something must have attracted her here, so I've come to check it out. And you? What brings you here? My, you're curious. Let me guess. Go on then, impress me. You're spying on Mortimer, right? Everyone is spying on Mortimer. Shall I take that for a yes? Take it as you please, but I wouldn't be surprised if all the guests were around here somewhere searching the manor. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh, yeah. In your dreams. At your service, madam. Interessant, dass sie hier ist, ne? Und dann wollen wir mal schauen. I found an amazing ring. There's an inscription engraved on it. You're married. Why don't you wear a wedding ring? You mean wear something just to prove your love? Not my style. Okay. Was haben wir hier? Nichts, was ich untersuchen könnte. Cool. Ich baue immer noch darauf, einen negativen Statuseffekt zu kriegen, damit ich das... Carry on searching. Ist ja gut. Es sind aber auch eine unfreundliche Dame heute. A golden fleece. It's freezing. Hurry up. Do you think that can really be Jason's golden fleece? No, you are aware that Jason and the Argonauts is a myth, aren't you? But Mortimer's been protecting this hide. It must be of great value, don't you think? Certainly of historical value. This kind of hide is still used by gold diggers in Eastern Europe. Ist das so? Now you see how easy it is to obtain a legend. Why do you have to act so nonchalant every time I show you something?
Louis, anyone can kill a sheep, rip off its hide, and say it's the Golden Fleece. We're at Lord Mortimer's, not at some farmyard fair. You're just too skeptical. And you have a tendency to believe anything. Talk about an unlikely pair. Yet, you know opposites attract, don't you? Ich dachte, ich hätte da gerade was gesehen. An unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. The Gospel According to Judas, or How to Crucify Jesus as Part of God's Plan. You do realize that the contents of this book could undermine the very foundations of Christianity. One more reason to leave it in the secret room of a lost manor on a private island. Do you realize how important this book is? Of course, but what I really want to know is how did it come into Mortimer's possession? I was thinking the same thing about all the paintings and sculptures in the manor. I bet you've read them cover to cover. Naturally. Really? I'm curious. Tell me, what part stood out the most to you? The passage where Mary says to Joseph, "Hey, you, shut up." In other words, you haven't even opened one. Was haben wir hier noch? Hey, Mortimer's the author of this work. It talks about his passion for art. Das könnte noch nützlich werden. Da haben wir noch eine Sammlermünze. Guess Das soll what aber I nicht found? der von The Holy Caesar Grail. sein, oder? Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Do you know why laurel wreaths are used and not, say, mistletoe or another plant? The laurel wreath symbolized glory in Roman times. In your opinion, what kind would suit me best? A crown of nettles. Eine sehr charmante Dame ist das. Ausgesprochen charmant. Ich bin so froh, dass wir sie hier getroffen haben. Well, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. Das sind doch alles Sachen, die wir hier dann... Gedanken zur Kunst von William Alexander Mortimer, eine Sammlung Lord Mortimers handschriftlicher Notizen, in denen er seine Gedanken zur Kunst und ihre Rolle in der Gesellschaft darlegt. Ah, da müssen wir wieder 5 von finden, okay. You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. It really does look like Joan of Arc's sword. The famous Maid of Orleans. One of your favorite historical heroines. You bet. Given the number of English butts she kicked. And we all know where that got her. When you finished playing, maybe you can help me search the place? Seufz. Amber crystals. Habe ich auch wahrgenommen. Here's something interesting. A Da manor liegt noch in was. Maine, Ich will doch nur... hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Das machst du jetzt nicht, oder, Some of Spiel? these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's Ich signature will on doch die them? Münze auf dem Do you Schreibtisch think dann all noch these haben. properties really belong to him? Ach komm. Maybe Mortimer is immortal or capable of living for a very long time, like Methuselah. A first smile. Careful. Keep that up and soon you'll end up laughing. Carry on sprouting inanities like that, and indeed I might. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? I don't know.
She was obsessed with Mortimer, and I must confess, these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to conceal it, even if only to keep it from people like us. Hey, Emily, we're not thieves. We're only looking. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. Vielleicht hat sie das ja getan. Write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Du hast es ja mit Asche überschmiert. She wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Ich habe das aber auch Listen, gemacht. Emily, it seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis? Was wissen wir denn bisher über sie? Sie hat eine Schwäche für Psychologie. Das nutzen wir doch gleich aus, oder? When are you going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I'll fall into your arms and say yes to everything you want? What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle, as a member of the Golden Order, for example. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses, and there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Vielleicht. You think your scathing wit protects you, but in fact, it makes you blind. No sooner have people introduced themselves than you already see them in a bad light. You play the part of a strong woman, and yes, you are a strong woman, of course, but what I see is a sensitive young lady who lacks self-confidence. Stop adopting a defensive posture, and you'll see just how quickly new doors will open. There is some truth to what you say. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Überzeugen, befragen. Well, one thing is very clear. You're working for someone. You're the dark hand of someone more powerful. Home, for example. You seem to know each other very well. Why are we bringing home to the conversation? If you knew me better, you would know that I take orders from no one. I already have. Ich hab's mir fast gedacht. Ich war so 50-50 und I don't doubt that your abilities will be of use to me, but I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... Sie hat sehr stark auf die Brosche reagiert.
Nee, oder? Your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. How the devil did you guess I had a sister? Virtually no one even knows. When it comes to getting geschummelt gerade, results, glaube you ich. are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Oh. Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough. The woman with two faces. Clever. But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead, and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. Unsere Mutter ist also The nicht boat die turned up Einzige, at die hier Plymouth, verschwunden ist. But alas, no trace of my sister. Okay. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself, or you will Klar. pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. Gibt es denn sonst noch jemanden, der darüber Bescheid weiß? George zum Beispiel. Wäre schon gut, wenn wir solche Informationen bekommen würden dann jetzt, ne? Damit wir wissen, wer überhaupt darüber informiert ist. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Dim, 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 dim. Jetzt kann es doch nicht mehr lange gehen, oder? Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. Okay. I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? Ich habe Elizabeth einmal im Stich gelassen. Wir müssen jetzt... Tut mir leid, Emily. Sorry, Emily, but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. I really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it! My days are numbered. Elizabeth, I don't know if it's about my mother again, but I'm telling you, you've nothing to be afraid of. She didn't come here for you. I saw her. Saw who? You saw my mother? When? Just last night. I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night while she was hiding? Yes, Louis, I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you it was her.
She doesn't hesitate on her answers. She's not trembling. She's really convinced of what she's seen. Did you talk to each other? No, she was far away. I didn't make any noise, and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holm? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. Das schon No, verstanden, you're not Mädchen. listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm nicht so telling you, günstig. it was her. Yes, I need something to calm me down. Na gut. I'll drink with you, but let's go easy on it, okay? Wollen wir nicht so sein. Die Arme hat genug gelitten. Wenn wir immer ein Where bisschen she gets her entgegenkommen. rot gut from, but frankly, it's disgusting. You know, Louis, when I came here, it was in the hope of getting help. I've only just now realized that I've been drawn here into a trap. Whoa. The alcohol's gone to my head. Das ist ja vielleicht ein negativer Statuseffekt, oder? Here, the condemned's last drink. Man, I need to take it easy with the booze. At this rate, I won't last the night. Let's go easy on the drinking, okay? Alcohol won't solve our problems. Ugh, the second one isn't any easier. So, do you want to know why she did all those things to me or not? Even if it changes the image you have of her forever? What was she trying to cure you of then? Of the one illness she never managed to treat me for. Das wird zu viel für ihn werden, aber ich Come ziehe das on, jetzt durch. Elizabeth. We have to finish what we started. Du hast in einem Kapitel 4 Konsummittel eingenommen oder ein schädliches Mittel konsumiert. Der Dialogtimer wird nicht mehr angezeigt. Nimm Goldelixier ein, um dich zu heilen. Mach ich auch. I feel all dizzy. So, There must have been a jeweils reason. eins. Just tell me. Tell me what my mother treated you for. She wanted to silence them! What? What are you talking about? Silence what? Genau das, The was ich erreichen voices. wollte. The voices in my head. They speak to me, Louis. They've always told me what to do. They Jetzt läuft say da oben ein Timer. nasty things to me. Elizabeth, are you saying that spirits talk to you? You're right. Sometimes there are several voices. How did you know? No, listen, I don't know anything. I'm just repeating what you said. They want me. Want me just for themselves. They talk to me all the time. Yet your mother did everything to make them go away. Ever since I was little. And look at the result. It's impossible, Mother. You spent your life trying to prove that the supernatural doesn't exist. Why punish this poor girl? Oh, shit. What has she done to you? Uh-oh, Louis. Are you starting to believe me? No, but Too bad Ja, it's all been for haben wir nothing. überhaupt mal gesagt, dass wir ihr nicht glauben? They're still there, you know. what do you mean? They're still talking to you? All the time. Despite everything Sarah put me through, I still hear them. And here I am on a lost island, knowing that no one knows me. And I find myself here at the exact same time as her. You see? You understand? You sense it too. I'm going to die here. I beg you, tell me you believe me. I'm here, Elizabeth. I'm right here with you. And I do believe you. Thank you, Louis. Bisschen You know, einschleimen bei ihr. Despite what people might think, Sie braucht I'm das, not glaube ich. crazy.
My God, Elizabeth, how's this possible? Welcome to my world, Lil Louie. Welcome to my life. Vielleicht sollte sie wirklich von hier verschwinden, wenn sie so ein schlechtes Gefühl dabei hat. Elizabeth, the whole story stinks of death. If I were you, I'd have left the moment you heard me speak about my mother. I don't know if she knows you're here, but if I had any doubt, I wouldn't take the risk. Yeah, you're right. I can't stay here another minute. I need to get the hell out of here. I need to find a boat and get away. I'm not dying here. Oh, I feel so dizzy. Ich hoffe, das You war die like my richtige little Entscheidung. concoction, don't you? That's rare. What? It no longer has any effect on me. But my guests generally don't appreciate me mixing alcohol with laudanum. What? You put laudanum in my drink? Hätte uns ja wenigstens vorwarnen können, oder? In both. Don't worry, my little Louie. We'll sink down to the bottom together. Oh man, I feel like puking. I really feel like shit. I gotta get back. Don't worry, Louie. I'm here now. I'll take good care of you, and then I'll leave. Don't touch me! Just leave. If I get up, I'll fall. Sieht nicht gut aus gerade. Oh, little Louie's tired. Leave everything to me. Was hat sie denn mit dem Messer vor? Just let go. Auf einmal habe ich ein ganz, ganz mieses Gefühl dabei. Das war eine durchaus interessante Erfahrung. Jetzt haben wir nochmal 4 Punkte zu verteilen. Belesen hätte uns echt den Arsch retten können. Das nehme ich jetzt mal mit. Und dann können wir die Aufmerksamkeit steigern hier. Auf Stufe 2. Ich wollte gerade sagen, das war doch bestimmt das Ende des ersten Kapitels. So ein schöner Cliffhanger, wo man sich jetzt fragt, okay, was passiert jetzt mit dem Messer? Was geht da vor sich? Das dann aber auf jeden Fall auch das Ende für heute. Wenn das jetzt das Ende des ersten Kapitels war, dann haben wir das Ende der heutigen Folge erreicht. Ich lasse den Abspann jetzt noch in aller Ruhe durchlaufen und dann nutze ich die nächste Gelegenheit, um das Spiel zu beenden. Wir werden uns aber auf jeden Fall gleich nochmal wiedersehen. Trotzdem werde ich mich jetzt hier für einen kurzen Augenblick erstmal ausklinken.
Da sind wir wieder. Genau den Bildschirm, den habe ich nämlich in der PC-Version schon mal gesehen. Wir könnten jetzt theoretisch jeden Abschnitt nochmal machen oder wir machen halt weiter mit Wo ist meine Mutter im zweiten Abschnitt dann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wohin sich diese Geschichte noch so entwickeln wird. Für heute soll es aber tatsächlich reichen. Für heute gehen wir hier raus. Ich hoffe wirklich, dass zumindest die eine oder andere Entscheidung, die ich im Rahmen des heutigen Abends hier getroffen habe, keine absolute, also sich nicht als absolute Vollkatastrophe herausstellen wird. Ich bin sehr gespannt, wie es noch weitergeht. Es war ein sehr gemächlicher Einstieg. Die Geschichte und auch die Konstellationen der Figuren untereinander, das ist alles ausgesprochen komplex. Da muss man echt aufpassen, da muss man mitdenken, da muss man aufmerksam sein. Und es schadet auch nicht, der englischen Sprache mächtig zu sein, damit man sich zwischendurch nicht auch noch darauf konzentrieren muss, die ganzen Untertitel mitzulesen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, noch eine richtig interessante Reise. Vor allem, wenn Lord Mortimer endlich mal auftaucht und wir vielleicht ein bisschen mehr Licht in das Mysterium des Verschwindens unserer Mutter bringen. Und ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage, wir haben ja die Möglichkeiten des Okkultismus und alles. Die Frage ist natürlich, diese ganze Dämonen- und Besessenheitsgeschichte, die jetzt hier mit Elizabeth Adams erstmal so ein bisschen ausbaldowert worden ist da wirklich was dran oder sind das alles nur die Einbildungen einer jungen Frau und auch ich sag mal, das wahnhafte Vorgehen einer Therapeutin, die eventuell doch nicht so ganz genau weiß, was sie da eigentlich tut. Also sprich, wird diese Geschichte uns noch mit irgendwelchen übernatürlichen Phänomenen konfrontieren oder bleiben wir in der Sphäre des Irdischen? Ich bin sehr gespannt, wohin sich das alles noch so entwickeln wird. Nächste Woche werden wir allerdings bedauerlicherweise nicht dazu kommen, das zweite Kapitel zusammenzuspielen, weil das ist relativ lang. Also heute haben wir 4,5 Stunden gebraucht. Wenn wir für die anderen Kapitel auch immer so lange brauchen, dann selbst wenn ich mittags anfange, ich kriege das nicht unter an Tagen, wo ich arbeiten muss. Das heißt, nächste Woche geht es nicht mit The Council weiter. Ich hoffe, dass ich es die Woche danach irgendwie hier auf dem Kanal unterbringen kann. Behaltet den YouTube-Kanal einfach im Auge. Am besten, indem ihr ihn abonniert und auf die Glocke klickt, damit ihr keine Videos und Livestreams hier auf dem Kanal verpasst. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach dem Discord-Server beitreten. Einen entsprechenden Einladungslink findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch draufklicken. Auf dem Discord-Server ist nämlich unter anderem immer ein aktueller Sendeplan hinterlegt. Den aktualisiere ich immer am Wochenende für die kommende Woche. Da hat man dann auch so einen ungefähren Überblick darüber, welche Spiele einen in der kommenden Woche an welchen Tagen und welche Uhrzeit denn so erwarten. Hier auf dem Kanal zum Beispiel geht es morgen Mittag weiter mit dem großen Finale von Final Fantasy 3 und morgen Abend gibt es eine neue Ausgabe des Erfolgsformats Rios Trinity of Terror, wo wir neben Fatal Frame 3 und Dino Crisis auch mit einem neuen Projekt anfangen werden, auf das ich mich tatsächlich auch schon sehr freue. Am Wochenende gibt es dann noch Ghost Trick und Night Security hier auf dem Kanal zu sehen. Und was uns nächste Woche so erwartet, ja, da müssen wir dann mal schauen, weil den Sendeplan für die nächste Woche, den werde ich erst am Wochenende schreiben und veröffentlichen. Da werden wir mal gucken, was ich unterbringen kann, denn ab Dienstag beginnt der Ernst des Lebens wieder. Da ist der Urlaub vorbei, da muss ich leider dann auch wieder zur Arbeit und werde dementsprechend auch ein bisschen weniger Zeit haben, mit euch hier gemeinsam dann noch zu streamen. Zumindest Pi mal Daumen ungefähr jede zweite Woche. Ich glaube aber, wir haben einen ganz guten Einblick darin erhalten, was genau uns auf unserer Reise durch dieses Spiel hier noch so erwarten wird, was die Anforderungen sind. Teilweise habe ich mich heute ein ganz kleines bisschen überfordert gefühlt, aber schauen wir mal. Ich glaube, inzwischen bin ich so ein bisschen drin in dem Ganzen. Ich glaube, ich habe jetzt mehr oder weniger kapiert, wie der Hase läuft. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und dass wir das Mysterium rund um diese Insel und diesen Geheimbund lösen können. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, endlich diesen ominösen Lord Mortimer kennenzulernen. Vielleicht ja sogar schon in der nächsten Folge von The Council.
Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld und für eure Unterstützung und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Und versucht nach Möglichkeit nicht Alkohol mit Laudanum zu mischen. Das könnte potenziell nämlich richtig mies in die Hose gehen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dann.